Okay, und damit hallo und herzlich willkommen zur Pokémon Team Rocket Edition. Also letzte Folge war es ja, dass das irgendwie wohl doch die Beta war oder doch nicht oder kein Plan im Endeffekt. Hab das Game nochmal gespielt. Aber in der Version ist halt, ich habe so benutzt gerade das erste Mal den Sound an, ich habe immer nur gespielt, weil ich einfach nur schnell hinkommen wollte, gehabt bin. Dass wir halt auch schnell weitermachen können sozusagen. Hab das Team wieder genauso wie vorher, nur halt andere Level tendenziell. Ich weiß nicht genau, wie die Level vorher war, mehr to be honest. Ja. Und irgendwie Speed das automatisch die ganze Zeit, aber ich krieg das Speed halt auch nicht raus. Ich habe keinen Plan, aber. Ich kann mich noch schneller speeden, aber ja. Egal, Hauptsache wir können spielen. Ja. Und Honey, meine Schwester da ist und du Gebrüll. Okay, warte mal, so, go pick that Apricot in Viridian Full Forest for us. Und in Viridian Forest ein Apricot? Okay, wenn wir jetzt dann, brauchen wir halt, also ich habe auch hier viele Punkte gefangen, ne? Ich weiß, wie gesagt, ich habe keinen Plan mehr, welche wir vorher hatten. Ich habe hier, ich weiß auch nicht, wie vorher so viele Boxern, weiß ich nicht genau. Und jetzt habe ich immer die gleichen genommen, wie wir die genommen haben. Ich habe hier einfach so roundabout so genommen. Also das Team ist genau das gleiche, bis auf das wesentlich geändert, also schaffen aus, ich weiß nicht, wie viel sie vorher hatten. Das Einzige, was ich halt weiß, dass sich die Fähigkeit von Sichlo hat sich verändert. Wir hatten vorher technischen. Da haben wir jetzt leider Swarm, also halt eher schlecht für uns als gut. Sonst ist es einfach alles genauso wie vorher. Ja, wo ist denn hier der Aprikorn? Ist ja die Frage. Oh! Ja, komm, wir brauchen mehr als 100 Rede, ja! Hey, you! You are that goon of my dad's from before, aren't you? He dedicates all his time to it, your little gang, and now it's all falling apart. Number one in the world! And he can't even defend himself against the littlest things. What a joke. Oh, you didn't hear yet, did you? Ha! Well, don't let me spoil the bad news for you. Okay. Server Country. Purple Apricot. Alter. The Rocket page is beeping. Better report to HQ in Citadon. Oh gut, das ist nach Citadon. Ich gehen wir jetzt nach oben, Rocketron. Dann gehen wir nach Citadon City, halt Zeit ist okay. Ich weiß nicht, wie auch ein bisschen weiter, damit wir ich weiß auch nicht, warum der jetzt hier so automatisch generell so ein bisschen speedy ist, ohne ich was drücke. Ja, dementsprechend gehen wir jetzt mal kurz nach Citadon. Ich bin gespannt, wie lange das Game noch gehen wird. Ich glaube nicht, dass es noch so lange dauern wird, besonders muss ich zugeben. Das war das nicht, ich weiß, Handy, nein. Das hatte ich mir schon. Und Giovanni, oh. You bunch of incompetent fools. Giratina, take you all. This child, he wiped out every single one of you. Found his way to the presidency room and ran off with the Master Ball prototype. Ausdown City Line! Mein Schüsse da seid zur Pokémon Team Rocket Edition. Ich hoffe, euch ist alles gut und ja, bei mir ist alles okay. In front of your eyes, ladies and gentlemen, what do you have to say for yourselves? What?
A public humiliation of this scale. Can anyone ever look at Team Rocket the same way again? Tell me, you maroons, are we the mightiest gang of mobsters in this region, or a bunch of little girls? The mightiest gangsters in Kanto. That's what we are. Aye, aye, boss. Alter. We'll show that little kid next time, you betcha. Silence! I kill you. Was you! You worthless, simple-minded little bad egg. I've given you more warning than you deserve, Grunt, yet you seem to be relentless in your incompetence. Yeah, honey. To take a card key that wasn't even yours to use. Then drop it right in front of the child so he could ruin our plans as thoroughly as possible. Oh my god, really. Oh god. Imbecile moron. Were it not for you, the trap might have never reached us, and the master boy would be in our hands right now. Do you understand? No, boss. It wasn't like that, see? Enough. That's enough. I have had enough. Kann ich kurz eben mal von mir einen Punkt dazwischen rufen? Nido King, prepare for attack. Leave us, you worthless scum. You are not worthy of the R that's printed in your chest. If I ever see your face again, I'll grind it into berry powder. Mark my words, I will. Begone. Num, okay. No matter boys and girls, because one thing is for sure. This red trap, he has messed with us for the very last time. Hear me. We will relocate Team Rocket's headquarters to the Viridium Gym. Evacuate this building immediately. It means executives. That means the next time your rocket pager beeps, you will report to Viridium Gym pronto. Okay. When this child comes to seek his final gym badge, we will be ready, all of us. And by God, we will have our revenge. Do I make myself clear? Then move, Team Rocket. If you like to move like Jagger, got to move like Jagger. Was? Okay. Arena und Wüde, wa? So, ich habe voll entspannt. Ja, Mann. Außer Langeweile, dann guck den Stream, ist doch cool. Wie sieht's aus, wenn es 10 OP ist? Es sind 14 in 2 OPs, shit. Du hast ja einen Drop, Chucky. Ja, weiß. Ah, das ist der schon, das Ding sieht sehr schön, sehr schön. Okay, Viridium ist ja hier, ja, Viridium. Mal ganz kurz. Ich muss ja dahin. Ah, dann fliege ich halt. Aber erst wenn der Pager piept, hat er gesagt, ne? Was mache ich jetzt Zwischenzeit? No, indeed. No new challengers have shown up as I had expected. Oh, the child you saw earlier? He's going through a tough upbringing. There's no doubt, but it's a tough world he's born into, make no mistake.
He'll grow out of his rebellious phase soon enough. Was hat der eigentlich da? Well, what do you want? Okay. Will er mir was geben? Oder? Dude, I'm humbled. You've got to be one of the most valuable rockets we've got, man. Okay. T-Tex is the light. Shelby. King's Rock. Quick Claw. Okay. Was? Howdy there, pretty boy. Welcome to the Pokemon Black Market. Got any stone Pokemon you'd like to sell? Ja, der Pokemon Schwarzmarkt, ne? Kann ich schneller deswegen. Mach das da. Hello, Chucky. I'm sorry to say I don't have a new mission for you yet. Stay strong and make them fear us in the streets. If crisis comes, I'll call on you. Don't you worry, Chucky. We'll make it through this yet. Bis gleich, Cedric. Hey, aber was muss ich jetzt machen? Kommen wir jetzt zur Pokéliga? You can pass here only if you have the Boulder Badge. Wait a minute, you. Are you even a real trainer? Show me your license. Oh, I thought so. I've dealt with people like you before. Be gone. We don't allow criminals in the Pokémon League. Warte mal, nach dem Silph-Co, dann holst du dir den Orden, dann gehst du nach Pyro. Bei Pyro waren wir schon eben, also letzten Mal. Und dann ist der 8. Orden. Das heißt, eigentlich müsste der jetzt ja hier hinkommen, nur. Warte mal. Einmal ist von da nach Lavendia. Lavendia waren wir. Na, war vor der bei Bob und so. Die Azuria ist ja mit Misty da drin. Hier sind die Tunnel nur. Der Powerplant für Zapdos. Hier ist Silph-Co. Danach ist man hier nach Cinema Island. Da haben wir das Labras ja auch bekommen. Der 7. Orden hier unten. Da müssen wir hier oben hin. Gucken wir beim Bildfeld nochmal rein. Ah, Chucky, did you get a hold of the materials we need? Excellent, Chucky. Oh, now go find us that Pokeball processing chip, Chucky. It should be in the lab on the top floor of your rocket headquarters. They never deny it to someone if you're of your rank. Go for it. Oh, okay, muss ich den... Okay. Muss ich hier so ein paar Items bringen da?
Coin Case. On top auch, ja, oder ganz oben oder so. Ganz oben? Da links eventuell das, aber da komme ich ja nicht hin. Ah, hier gibt's sowas. Now find us the Pokeball processing chip, Chucky. Should be in the lab on the top floor of your... The lab on the top floor of your rocket headquarters. Ja, aber wo ist denn? Oh, danke, Honey. Ja, das habe ich auch gerade. Ich habe gerade mal geguckt, wie das sagt, aber ich bin trotzdem zu dumm für gerade. Ja, aber vom Lab. Und Topfloor ist da ganz oben. Oder bin ich gerade zu dumm? Hier? Hey, ja, aber das... Habe ich gerade, Honey. Hab gerade Bild angequatscht, also... Ne, Mülleimer sehe ich ja auch gerade nicht, ob honest.
Lol. Und ein Sonnenstand. Sollen wir Blue zu Blue machen oder zu Keyfloor? Wahrscheinlich Keyfloor besser, ne? Hey you, hands up, I saw the dress. Ah, okay. Aber ich mir sicher nicht da. Oh, das ist belastend irgendwo. Ja. Ey, wer Magma sogar nicht sogar ganz schön geil? Wenn ist auch sogar besser als unser Arkani, ne? Die anderen können wir natürlich alle auch selbst irgendwie bekommen, haben wir alle auch schon irgendwie mal gehabt. Also Magma könnte halt irgendwie sogar echt cool sein, ne? Das war so ganz. Komm. I've been here for years and they never gave me as much as an HM. One pocket chip, ah. Okay. Flame war die. 82er Spezialangriff. Ja, okay, nee, war keine Stärke. Okay. You've got the chip, Chucky. Give it here. Hey, you old slackers. We are ready for production. Okay, ich bin gespannt. Well. It's done. Beautiful little thing, don't you think? Now, enough messing about. Here's what we are going to do. Listen carefully. The Pokemon we are looking for. There's only one person in the world who knows where it's currently hiding. And that person's name is Shigeki. Shigeki. That's right, Chucky. Shigeki was the last of the scientists who worked with us on the Mewtwo project. Trouble is, of course, nobody's seen the guy for about 10 years. For all we know, he could be dead. We'd be none the wiser. So, how do we go about finding an old missing genetic scientist without a clue of his whereabouts? Any guesses? Mewtwo would know where he is. Bingo, old man. And why is that? What's the use in hiding anything anymore? When we merged our DNA together, the 5 of us, to create Mewtwo, it created some kind of psychic bond between us and the clone. Who knows how it did it. But it became clear pretty quickly that Mewtwo could read our thoughts and emotions with impeccable accuracy. Even when we were far away, there was a constant mental link between each of us 5 scientists and the newborn Pokemon.
We suspect that's how it realized so quickly that we had created it for war. And why it subsequently ran away. Well, who knows if the bond between us hasn't worn off after all these years. I'm sure it must have. But either way, you two can point us towards Shigeki's whereabouts. It must know where he ran off to a decade ago. But, Bill, this is Mewtwo we are talking about. How in the world would we? Ah, hold it right there, my dear Fuji. Chucky obtained the Master Ball. Chucky, the ball I just gave you is nothing but a more powerful standard Pokeball. It cannot capture Mewtwo without its consent. But does Mewtwo know that? Maybe. Maybe not. Either way, Chucky, go to Cerulean Cave and seek out Mewtwo. Battle it and make it tell you where Shigeki is hiding. Threaten to capture it if it refuses to tell. It may hate us humans, but it hates being kept in captivity even more. Look, you are the strongest trainer here, Chucky. And frankly, Mewtwo would never say a word to any of our faces, not to save its life. So keep the Master Ball with you, but don't use it yet. Save it for the Pokemon we are really after. Well then, to Cerulean Cave. You find it in the northwest corner. Yeah, we are all counting on you, Chucky. Ja, wo das ist, das wissen wir alle. Wie geht's, Cedric? Das Mewtwo-Projekt, ja. Hab ich B gedrückt, ne? B gedrückt. Da nehmen wir auf jeden Fall sicher mit, weil der kann uns da mehr helfen als das Zauberer. This is a Syrian cave. Nobody enters without permission from the Pokemon champion. Yeah, what? Look, I don't care what fairy tales you heard about what's inside of here. Rules are rules, buddy. Hey, I said keep out, punk! Boy. Cool Trainer Samuel. Samuel, halte mich nicht davon ab, da reinzugehen. Leider kein Psychoattack auf Stami, ne? Ach, nein, okay. Ja, okay, das ist jetzt nicht so krass, ne? Was wir so verstehen. Pinsel, aber da haben wir Pinsel schon? Ich glaube nicht, oder? Bei Tusch Paras haben wir, beim Arbok, wir haben Akani sowieso schon. Da Pinsel haben wir, glaube ich, noch nicht mal. Yet. Also ich weiß auch nicht alle, die wir haben, muss ich sagen, aber... They stationed me here for your own safety, you know. If the thing in there chews you up and spits you out, that's on you. Okay. Ich würde gerne vorher mal kurz reingehen, bevor ich gegen Mewtwo kämpfe.
Okay, es muss jetzt auch cool, ne? Also Real Talk. Okay, warte, ich möchte lieber Akani. Akani ist ein bisschen schneller als Gloom. Okay, jetzt geht's in die Höhle. Ist hier links irgendwas Cooles? Oh. Das kam jetzt unerwartet, muss ich zugeben. Links haben wir noch nicht. Wir haben noch keine Rosanna. Oh. Ist Rosanna sogar gut hier gerade auf Seiten? Also eventuell ist Rosanna wirklich gut, ne? Also mal ernst gemeint sogar. Also wir haben ja aktuell das Problem mit Duflos, dass das noch nicht entwickelt ist, das Problem, ne? Und Bugalla ist halt nicht so geil unbedingt, ne? Zu dem wir gerade machen können gerade halt, ne? Warte mal, da war ein Pokéball. Interessant, wie alle in Pokémon immer meinen, dass sie sich besiegen können. Und Chucky überlebt da. Zwar von der Story so vorgesehen. Ja. Ah, okay. Harstem oder Eismatch ist nicht die geilste Attacke unbedingt. Ne? 5 spezielle Angreifer, 2 physische Attacken. Egal, dann lassen wir's. Ja, ein gutes Team eigentlich trotzdem, ne? So ist ja nicht. Und vor allem, wir können Duflo rausschmeißen, wir können mit Miniatur rein einfach. Wie wenn ich so schreibe, dass das Spiel mal gewinnt. Nein, Honey, was kommt nicht in den Müll. Ja, wir brauchen jetzt nicht Okona, wir gehen direkt zum YouTube, würde ich sagen, ne? Ist unten oder oben? Das. Boah. Ich glaub. Das ist doch hier, ne? Nee. Ist doch vor. Oh fuck. Ich will es nicht gucken, ich will. Genau, hier, ja. Wer ist das wieder Kette noch kennt, da haben wir doch diesen Doppelkampf gehabt. Da vorne links, wo wir gerade waren. Bitte. Wir kriegen viele Bälle, ne? Fällt mir auf. Speichern mal ganz kurz. Was ist das YouTube Anfang rechts weiter hoch? Sollte eigentlich nicht an die to be honest, aber. Ich hab gerade jetzt noch beide noch schnell. Hallo Mewtwo! So you've come. I was waiting for you, Chucky. The scientists who sent you here. Who saw my psychic powers weakened in the years past. They are widely mistaken. I'm stronger, sharper, deadlier than I ever was. You've nothing to threaten me with. Even if the muscle you wield could not work against me, I could cut off the arm you threw it with before the first.
contraction of your muscles. But that would give me little pleasure. Instead, give me an engaging, forceful, fair Pokémon battle, and I will tell you what you came here to find out. Oh, how I long for a challenging battle, like an infant craving its mother's milk, Chucky. These impulses I was given, they make a decade an eternity, with no worthy enemies to put my dormant powers to be against. On your guard, trainer, give me your all! Was? Einmal kurz. Ihr seht das Level, ne? Leute, Wasser kann ich nicht benutzen, aber ich kann die anderen Bälle nutzen. Den brauchen wir später noch, weil wir Night steht und so, ne? Okay. Wir killen das Mewtwo, würde ich sagen, oder? Ja, killen oder fangen. Wenn ich angreife, ist er tot. Zu 100%. Mit der Vögelkarte, der killt ihn jetzt. Oh, komm. Ein Höhe bei, das nicht klappt, dann stört mich. Okay. Ja, weil der Boost ist weg, ne? Gut, dann kill ich ihn halt. Yes, yes, that's it. Very well, Chucky. You've humored me better than I thought you capable. I'll tell you what you want to know. The Pokemon my creators seek is the one they call the catastrophe. And Shigeki indeed knows where it's hiding. And where is Shigeki hiding? In plainer sight than any of his former colleges would believe. Shigeki, you see, was an old man in the days when they gave birth to me. When that war of yours finally came to an end, disgusted, fearful, from the things he had done and seen. He ran away. He abandoned all his ties to his past life as a scientist, far away from the public eye, for a quite secluded life with his granddaughter. Wer ist die? Okay. Also, wer die Granddaughter, klar, aber welches Haus? Wo ist das? Hoping the demons of his misdeeds would never haunt him again. Yes, these days, you see, Shigeki is an... To be honest, Shigeki ist der uns immer erklärt, wie man Pokéball liefert im normalen Game? What? Inconspicuous, all citizen of Viridian City.
notable to his neighbors only for his frequent drunken bouts, and his habit is keenly showing possibly youngsters how to catch their first Pokémon. Ausweg, danke. Yes, he knows where it is. The disgusting failed experiment of a Pokémon Bill is after. If you truly wish to find it, to capture it at last, speak to Shigeki in Viridian City. He will show you the way. That's all, Chucky. Leave me now to train for my next worst challenger. I will see you again when you've grown much stronger than you are. Haben wir Fluchtseile? Danke. Also mal to be honest. Ist doch diese vor, dass du verlierst. Also dafür, dass es ein Mewtwo war, Level 70, also doppelt Level, was wir haben. Aber wie du es halt Pokémon hast, und das war Mewtwo, ne? Dafür ist das gut gemacht, muss ich sagen. Plot Twist! Das ist der alte, was vertuscht, ja. Okay, Austausch, dass du da warst. Ich wünsche dir eine gute Nacht oder viel Spaß beim Aufnehmen. Erstmal danach, gute Nacht später und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich will schon übrigens Captain, ich will auf jeden Fall meinem richtigen Team dagegen laufen. Stimmt, sicher hat ja auch den Lebenorb. Oh mein Gott. Alter, aber Lebenorb, Step, Käferattacke, sehr effektiv, ja, okay. Von dem Sichtloch vor allem. Es war so vorgesehen, dass du nicht all deine Pokémon verlierst gegen Mythe. Nein, Honey, sich nicht. Hey, young man, you need some help catching Pokémon? No. What's that, son? Oh, Giratina, take me. I knew this day would come sooner or later. That's right, young man. My name is Shigeki. Although it's been a decade since anybody called me by that name. Come inside if you would. You never know who might be listening in. Well. After all these years, confronted not by Lance, but by Team Rocket. So, Bill sent you, I should have seen it coming. Ja, guck mal vor, dass Lance sich überholt, sondern im Team Rocket, ne? My dear Rocket, I will give you the information you are seeking. But please, keep my whereabouts to yourself. I have a family to protect. Do you promise me that? Ja. Thank you, young man. I will not forget your kindness. Natürlich, wir sind ja kein Arsch. Wir klauen Pokémon, aber wir verarschen wirklich keine Familie, hallo? Das ist assi. Wir klauen kleinen Kindern Pokémon und schubsen sie auf den Boden, ja, aber wir sind keine Familien. So I suppose it's time for me to come clean. You know the story, I suppose, of the Mewtwo project. Well, somewhere amidst all our failed attempts to clone Mew, a brilliant idea occurred to me one day to rearrange samples of Mew's genes into a computer program. To convince the others to create a software Pokémon akin to Polygon. One we could program to do exactly what we wanted. It would be our ultimate war machine. But a project that size, with only the 5 of us, there were bound to be bugs in the program. I knew as much, but I didn't realize the magnitude of these glitches. Until the first specimen was ready before our eyes. The catastrophe. It was an abomination,
Powerful, yes, but erratic and uncontrollable. It was as if its presence would distort the fabric of reality. Like nothing we had ever seen, it was clearly too much to handle. As you probably know already, it made its escape in a violent frenzy. Thankfully, I had wireless safety mechanisms in place to stop it. The monster didn't get far before I was able to immobilize it and put it to sleep. I told the others I had everything under control. But this was a fail. When they asked me where the creature lay dormant, I said I didn't know. But the truth was, I knew it all too well. I was just too scared to admit to all these powerful people that the catastrophe was hiding right under our noses. Right along the eastern shore of Cinnabar Island. Da, wo man Missing Note bekommt, ne? Okay. Frozen beneath the ocean surface. I presumed it would only be a matter of time before the creature would find a way to break free from my remote controlled protection systems. But it still hasn't. It was a stupid, reckless thing to create. It traumatized us all to have been so close to unleashing such an uncontrollable monster upon the world, and nobody would trust me to do anything by myself after that. But that's all in the past. For the present, young man, if it's really the other scientists' intention to finally lay the matter to rest, then I will deactivate the safety mechanisms that are keeping it dormant and leave you free to capture the monster. It would clear my conscience tremendously to know it's been dealt with. But if you fail, I don't know what havoc that creature could wreak on the region. There will be no turning back. So, are you ready to capture the catastrophe rocket? Yeah. Very well. I will deactivate the software that's keeping it frozen. May Arceus be with us! Now go, Rocket. Fly to Cinnabar Island and surf along its eastern shore. Capture that vile creature and lay this matter to rest once and for all. Kannst du mir nicht erzählen, dass wir da jetzt dann ein bisschen nur bekommen, oder? Okay, doch ein bisschen nur. Okay. Ah, die Musik ist ganz weird. Much too fast. Surf can't be used here. Okay. Na, Familie geht vor, genau. Verarschen niemanden. Die Rocket, wollte sonst. Ja. Hier, immer das Hintergrund. Nein! Ich ein bisschen Note bekommen. Mute lieber. Auch dazu genannt. Ja, glaube ich. Nein, also das ist ja das. Hier müssen wir jetzt surfen jetzt. Und das ist Schild, wo man YouTube bekommt. Ach, wo man YouTube, wo man. Bisschen nur. Der Ton. Das ist nicht. Das ist nicht. Das ist nicht. Das.
Das ist ein bisschen so. Ich hab mich selber geschlagen, ist das dein Ernst, Alter? Level 100. Naja, zum Glück nicht, aber es geht gerade sehr in die Richtung, muss man sagen. Welcher Typ ist das Missing No? Missing No ist glowing. So Himmelsfeger, ne? Skytech. Okay. Super Glitch. Ich bin gefreezed. Okay, wir haben keine Bälle mehr. Ja, dann entscheiden wir also, ja, das braucht man da auch. Pokémon Level 100. Nee, man bekommt 144 sind die Pokémon. Dann haben wir den Masterball, weil ich habe keine anderen Bälle mehr und ich kann nichts anderes machen. Gut. Guck mal das Bild von. Terrific, Chucky. I knew we could count on you. Oh, that missing no. To think it was actually right here all along. Truly terrific. Now, have we played with our lives long enough, you juveniles? God, when I saw the island change shape earlier, I thought for sure we were all done for. Now let's end this madness and have that beast destroyed. Once and for all, huh? You are off your rocker. Oh man, what a waste that would be. Why, just imagine the power that lies in Chuckys hands right now. He could dominate his way to the top of Team Rocket. He'd have a chance against the Elite Four even. Who in the world can stop us now? It's a shame Blaine had to go to his gym to face some challenger. Just wait till he sees this. That's enough of that. Of all of you are going to keep that beast around. I stay as far away as I can. I'm done with you and you never saw me come here. God. You say you have no care for politics, Bill, but you are as rotten as the rest of them. Oh, Fuji, when did you grow so naive? You were such a bald, sharp scientist once. Team Rocket's the Elite Four. Don't you realize there are bigger powers at play here? Say, what's all this commotion? Uh-oh. Hey, you are that rocket from the Pokemon Tower. My, you've changed. I just heard all these strange sounds coming from outside. See, I was busy wiping the floor with the old gym leader here. I thought for sure it must have been some legendary Pokemon or other, so I rushed to come see. You say what? You captured it, Rocket? That's too bad for me then. Could you show me what it looks like, at least? No, it can't be. I've seen that Pokémon before, but that was a long time ago. Also hat der auch geglitscht, der Gary? You've seen a missing no? That's impossible. Where did you see it? Speak up, kid!
Oh, jeez, I don't remember it very clearly. I was just a kid. I was in the large basement area under Grandpa's lab, where he was doing all these experiments. Of all the strange Pokémon I saw, I remember that one. Freaky. What basement area? In all my years collaborating with Professor Oak in his research, I never heard about this section of his lab. Could it be the secret lab he talked about all those years ago? Well, gee, I don't know anything about this stuff. Come to think of it, I haven't been down there in many years. Grandpa used to never leave that place when I was a little kid. I think he used to press A button on his bookshelf and the way to the basement would open up. Oh, say, is there something dodgy going on here I should know about? There's no question. Oh, why did you say all this earlier? You stupid kid. Oh, das gucken schnell, wenn wir ein. Cool. We need to go to Oak's lab in Pallet Town. Post haste. This could be the key to everything. Chucky, you lead the way. Until we've got something real to pin on Oak, we'll have to rely on them petty burglary. Heal up with you but get moving to Pallet Town. Okay. So. Warum ist das verwirrt? Vor allem muss man da auch vorher zu dem alten Mann. Ja. Ich dachte, dass er. Nein. Okay, jetzt habe ich bisher Vollkost gehen und dann bis gleich. Also das ist halt so, du musst halt mit dem Typen sprechen, mit dem Mann sprechen, musst halt dann einen Pokémon haben, das Surfer aber fliegen kann, musst dann, dass dir dann, während du da mit dem sprichst, musst du das speziell irgendwie ausmachen, irgendwie sowas, glaube ich. Und dann triggert das halt, Alter, guck mal, das Bild von dem Flug, Fragezeichen. Alter, Spezialangriff 165, howdy. Copy Special Sky Attacks Super Glitch. Induces glitches in the fabric of reality. It often freezes the foe. Psychic of Useful. Ja, ich höre dann immer mit, ne? Und unser aktuell schwächstes Pokémon ist halt Duflor, weil der nicht entwickelt ist. Alpol entwickelt sich bald, Sicht entwickelt sich bald. Immer mit, würde ich mal sagen, ne? Wenn er Flugtyp ist, kann er fliegen lernen? Und mit dem Glitch konntest du halt, dann hast du ein bisschen, wenn du ein bisschen besiegt hast im Prinzip, kann ich sagen, so, dann konntest du damit an der Sittenstelle die Items, die da sind, konntest du halt vervielfachen. Das war so der Hintergrund halt dahinter. Und deswegen war es halt, dass man den Glitch genutzt, damit man eine Sonderung hat und damit man halt im Prinzip unendlich hat, damit man vielleicht halt Pokémon 100 bekommt. Nö, Flug und Fragezeichen, wie da steht. The door is... Die lebt wieder? Lol, okay.
Er hat dann nämlich gesagt, dass ich hier hin soll, dass ich... Lab of Oaks could it have been right? Okay, go on to Oaks Lab in Town. Got to break it in. They must have taught you how to deal with something like that in the rocket, didn't they? Ach so, oh mein Gott, ja. Oh. It's that smelling pink-haired rocket again. We are being robbed. You stay away from this lab sound. I say aids like us can bring you down. No problem. Brace yourself. Wow, der hat einfach gewonnen. Ich Level sind 39, okay. Also ich werde schon gucken, dass ich ein bisschen nur benutze, wenn es halt wirklich letztes Pokémon ist. Sonst würde ich gucken, ohne ein bisschen nur zu kämpfen. Aber wenn ich es brauche, dann will ich es halt nutzen, ne? Ziele Pokémon, ja, auf jeden Fall. Aber I'm just an aid. I've done my part. Professor Oak will not stand for this. I have, you know. Kann man die auch healen? Wir haben Flücher A drücken, hat er gesagt. Hä? The ultimate trainers of the Pokemon League are ready to take on all comers. Bring your best Pokemon and see how you rate as a trainer. Arceus name, a rocket in our innocent lab. What? No, goodness, no, Professor Oak is not in. And I doubt very much he'd want anything to do with you if he were. Sorry. Also im Prinzip hatte ich als Item hier die Crowbar. Und hab das easy to break into locked doors. Warum macht er das jetzt nicht? Wo ist denn jetzt? Hä? And don't care if the door is boarded shut. We've got to break in. Rocket. I sure hope I didn't say anything I wasn't supposed to. Did I, Rocket? But it's all true. Grandpa used to press a button by the bookshelves in his lab to get down to the basement. I'm not sure what you'd find there now. It was kind of a scary place.
Ja, aber das sind die Bücherregeln, ich bin gar nicht zu dumm. Da oben habe ich ja auch schon, ich hab eben schon angesprochen. Mach ich gerade, nee, ich spreche alles an, was geht. Was habe ich auch gerade schon versucht? Ja, verstehe ich nicht. Der ist nicht. Ich hab wieder alles angesprochen hier. Ne, der hat nur einen Knopf gedrückt, hat er nur gesagt, ne? Das muss ja irgendwo muss hier ein Knopf sein, den ich drücken kann. Ja, also generell dann machst du erstmal Hallo, ne? Deswegen trotzdem mal, dass du da bist. Das trotzdem mal. But behind one is a secret Deutsch project. Das war eben, ich habe eben angeklickt. Who wouldn't? Der Tisch war da eben. Okay, aber lustig. Unter wo ist Eis Labor gibt es noch ein Labor. Okay. Eigentlich wie beim dem Gardos-Dame. Ist auch Januar 16, 1985, 2:35 a.m. Oh mein Gott! The multi-duty project is bound to fail, but my colleges refuse to see it. Missing No was just the canary in the coal mine. A Pokemon clone of Mew, however sophisticated, can never be controlled. The others have all refused to back down, so I henceforth start a scientific project of my own. If it can't save Kanto, nothing can.
Okay, Moment. Welches Pokémon wäre sinnvoll? Haunter. Der von Level 50, ne? Ditto, Transform Pokémon. Simplest Mew clone successfully synthesized. Capable of transforming, but shows none of Mew's other abilities. Obedient, but docile and weak. Potential use for accelerated Pokémon breeding, but unsuitable for warfare. Jetzt, beim PC kommt wieder eine oh, da unten ist Pulver. Kommt wieder eine Erinnerung oder sowas? Oder was auch immer. Das ist eine Botschaft. February 14, 1985, 11:15 p.m. There's a fatal flaw in the logic underlying the Mewtwo project. Yes, there is immense potential in genetic engineering, no doubt, and we've correctly insulated the genes responsible for aggression and sociopathy. But what good are they? In the body of a Pokemon that cannot be reasoned with? The wartime chaos makes people focus on raw muscle power to the exclusion of everything else. They forget that we are not savages. Also aktuell können wir das auch sich noch geben, aber der entwickelt sich in einem Level, ne? Die Frage ist, ob wir den überhaupt entwickeln lassen wollen, ne? Okay, Erinnerung. Februar 29, 1985, 9:42 Uhr. Bitte. Why have Pokémon grown to be such a dominating force in society? Not by their individual power alone. Left to their own devices, Pokémon are passive, simple-minded creatures. Above all, the thing that determines the strength of a pack of Pokémon. The intelligence, the discipline, and the leadership of the humans that control them. A Pokémon is only as strong as its master. Chucky found one. Punkt. Oh. Was? Wieso ist mein Hauter schneller als... Ach, Gott. Intruder alert. Intruder alert. Got you, Robert. What? Okay, das Kind ist geil. Also, okay, aber Level 43, ne? Wir sind ein bisschen unter Level, to be honest. Mein. Okay. Ja gut, to be honest, wir haben halt, habe ich schon ich habe noch kein Patimus, oder? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir haben noch kein Patimus. I think so. But if doch, dann, ja, that's it. Aber was hat doch nochmal? Doch, wir haben ja schon, sehe ich gerade. So. Also, ich finde es hier auf jeden Fall. God, Robert. Diary, March 11, 1985, 1:16 a.m. Let's do away with all prior assumptions. What if those genes we synthesized were instead manifest in a genetic clone of a human boy? Yes, a boy with those unique and unwavering qualities raised for Pokemon battle. He would not be subject to the lame limitations as a normal human trainer.
Coldly and objectively, he could devise his battle strategies, push his Pokémon to their limits, like a dispassionate puppet master, directly controlling the actions of his Pokémon from afar, as if by the click of a button. Fuji and Shigeki have taught me all I need. I will create this superhuman trainer on my own, and nobody is to know. Macht einen super... Can't hold it. One magnet. Das sieht nur so aus, wie aktuell aussieht. Ja. Noch ein Robot? Nö, okay. Diary June 3, 1985, 9:45 p.m. Initial tests appear promising, but I cannot recreate the body of a full-grown living boy of battling age. For the clone to resemble a human well enough to fool the world, I will create my master trainer as an embryo and let nature take its course. A sterile local widow, blindly devoted to me since our youth, will happily agree to adopt him as his mother. Of course, he will need little nurturing for his genetic code to bloom as intended. The purpose of his childhood will be to imprint only a single lesson: that I am a fair father figure he can trust, and that my word for his own good is law. Ist das mal so ganz, ist das, hat er den also den Charakter, den man eigentlich spielt in dem Game, hat er den, meint er das gerade, dass er da... Bright Powder? Was war das Bright Powder? Den man spielt, ist für ein Experiment für den Projekttrainer. Daher, dass er keine Erwachsenen erstellen kann. Ja, vor allem, es erklärt auch, dass man ja nie einen Vater hat. Du hast ja nie einen Vater in den Games. Oder auch in dem ersten Game auch nicht. Also keine, die du nennst, kennst du. Weird. Doppelkampf? Nee. Start 466, unauthorized entry. Disposal imminent. Alter, vielleicht können sowas von rein. August 15, 1985, 7:21 p.m.
The Pokemon League Challenge is a ray of hope for many naive young trainers. Even if only one of them in a million ever stand a chance at being champion. Fortunately, it can really be exploited. As soon as he's given his Pokemon license, my clone will rise up the ranks at unprecedented speed. Gym leaders, criminal organizations, legendary Pokemon. There'll be no match for him. Das passt halt, ne? They never see a child like this coming. They won't believe their eyes. Aber das erklärt auch, also Gary, also der Blau, ist ja eigentlich der Neffe, der Enkel von ihm. Das erklärt auch, warum er nicht hingegangen ist, als der Enkel Champion wird, sondern nur bei uns hingeht. Weil wir das Ex-Twin von ihm sind. Aus den Bäumen, Alter. Ich habe mich gerade dreimal selber geschlagen oder so, ne? Ja, bei der Pokémon. Müssen die eigentlich dann entwickeln? Tiefzone. Oh, wir könnten Luftverzug Gifter machen halt, ne? Ich habe halt kein Pokémon mehr, just saying. Ich kann mal irgendwie so ein Heildings bekommen oder so. Diary, September 2, 1985, 2:48 AM. Mewtwo escaped the Pokemon Mansion and put an end to that fascist project. Kanto's military resources are running out. We can't afford this war any longer. Lance will not give in until he has my head on a pike and all of Kanto kneeling before him. It won't do. I will surrender my position as champion. Lance will gleefully take my place and the public will shame me as a coward and a traitor, but they will let me live. Oh. And in 10 years' time, I will wipe that grin of your conceited face, Lance. Ja, mit 10 Jahren ist der Trainer erstmal noch weggeht, ne? When my boy has crushed you in fair official Pokemon battle, you will find his policies as champion less than friendly towards the likes of you. Vor allem erklärt auch, wenn man den nicht redet. Man kann ja nicht reden im Pokémon, ne? Oh mein Gott. As a minor, the boy will gladly concede his political decisions to me. And being his only male guardian, the people will have no choice but to comply. Kanto, Yoto, the ends of the world. We will yield unprecedented power. What human trainer could possibly stand in our way? Oh, a decade of public humiliation is a small price to pay, because when the time is right, I will return with a vengeance. The rocket pager is beeping. Better report to Viridian City. Viridian Gym. Komisch, dass genau da am Ende kommt, ne? Aber auch das, ja. Aber wir haben das Ding nur noch nicht benutzt. Finde ich ganz gut, weil ich will den wirklich nur nutzen, wenn es wirklich muss ist. Sonst würde ich ihn ganz gerne ein bisschen weglassen, muss ich zugeben. Oh. Da kommt er schon aus dem... Er hat sich den Ohren schon geholt. Wir kommen zu spät. Wir kommen zu spät. Oh mein Gott. No, Giovanni! Please! I won't allow this! There's nothing you can say, darling. Leave me be. Chucky, you are here at last. I'm ashamed you should have to see me like this. I've been defeated in battle for the very last time. I cannot face my followers any longer. I've betrayed your trust. With the last scrap of honor I have left, it's time for me to move on.
We've worn out our welcome in Kanto long ago. I think it's best if this were the end of Team Rocket. Okay. But I don't expect all of my admins and executives to agree. So, Chucky, you are free to keep wreaking havoc on Kanto if you prefer. But whatever becomes of Team Rocket from here on out, it will be without me at the helm. I won't have this insanity, all our work, Giovanni, everything we stood for, over some child? Yes, a child, Ariana. A child who will soon rule the region, without the slightest bloodshed of his name. And what have we achieved? We've bruised the anger and the support of those who launched back to the golden years of Kanto and become the masters of its criminal underworld. But we are no closer to our ultimate goal than we were 10 years ago. I truly thought we had the clearest path to power laid out for us. I was lying to myself the whole time. That kid, from the first I ever heard of him, he made me so angry. All my violent frustration, my bitterness, I didn't understand why he brought it all out of me. Didn't understand that he was making me see all too clearly the blind, stubborn weakling I had become. But I do now, and so it's time for me to go. Time to say goodbye. Chucky, I apologize for everything. Team Rocket will not rule Kanto. But perhaps... No, I won't say any more for now. Take this as a final token of my appreciation, Chucky. I had such high hopes for you. It makes me proud. How far you've come since I first called you into my office all the time ago. Makes the best of the power and responsibility I've given you so long. No, come back, you bastard. Don't you dare! Don't you dare run away! I hate you. You are the reason for everything that's bad. Be strong. I must be strong. It's what he would have wanted. I must hang on his dick and be strong. Was? Okay. Das ist explodiert. Ja. WBCD und lass dir die Kirsche schmecken. Gibt's was von aus Text? Ja, es hat viel Story, ne? Das ist halt bei dem Game, ja, ja. Chucky opens the briefcase. Inside was a sack of money. 10,000, okay. A letter is attached. Dear Chucky, I am not fit to lead Team Rocket any longer. My criminal dignity will not allow it. I failed you. But you, Chucky, you've grown much stronger than any of us. As a Sprung trainer, there's not a rocket in Kanto who measures up. And your owner is still intact, so with my blessing, do the things I should have done long ago. Go westwards to the Indigo Plateau and take on the Elite Four. Deliver our revenge on Red, Lance, and Oak. Leave Team Rocket a lasting legacy in Kanto. Let them remember us. Use our infamy to its fullest. Then disband the organization for good. The contents of this briefcase are yours to keep. I am giving you all the power and prestige the criminal world has to offer. The power to steal from gym leaders, the Elite Four, and the Pokemon champion. This is to be your final promotion. Regards, Giovanni. Chucky was promoted to Rocket Boss.
Ich muss was, bevor wir zu Top 4 gehen, ne? Bevor wir da was klauen, muss ich mal kurz was gucken. Ich muss mal kurz was gucken, ob das geht. Do you want to dream big? Do you dare? Hey, what's that you're wearing? Good, I see your Pokémon Trainer Card. No, just thought. Oh, schade. Ich wollte eigentlich, to be honest, von den Arenatern die Pokémon klauen. Das war gerade so mein Plan. Also, wenn ihr sagt, ich kann von allen klauen, dann müsst ihr von allen, dann müsst ihr ja auch rein können. Wait, du bist jetzt der Boss? Ja, ich bin jetzt der Rocket Boss. Ich habe Giovanni abgelöst. Giovanni war das zu viel mit Red. Was mir aber einfällt, ne? Also wollte sich nicht eigentlich Level 40 entwickeln? Wie ist das nicht entwickelt? Out of my way if you know what's good for you. Ich hab anzuhören, ja. Ja. Giovanni. No, you are just one of his more well-dressed goons, aren't you? Off to loot some exotic Pokemon from traveling Victory Road trainers. I say, that's a real menace to safety your league challengers. And most is decidedly not my problem anymore. Well. Oh. Haven't you heard? Bam. Wenn diese komischen Nachsprüche so, ne? So wie Dude oder was. Bam. Ha. Then I spare you the effort of burgling the new stand tomorrow. It's over. I'm no longer champion. A decade of unchallenged reign gone in an instant. By some god, I can't even say it. What will my grandfather think? Some little kid from some middle of nowhere town. It's positively absurd. Hey, and what are you so smug about it for? Don't you go thinking this is some political victory for you? Silly bunch of anarchists now. Entitled delusional delinquents is all Team Rocket ever was. This changes nothing. No, I thought nothing could aggravate me any further today. But you've done it, punk. I don't care if the region soon breaks apart now. This farm boy is champion. I show you how a real leader deals with criminals like you. Nein, das ist so durchzeitig. Moment, wir kämpfen jetzt gegen... Einmal kurz, ne? Guck dich die Pokémon an, wir können ein Pokémon klauen gleich. Safe. Oh, Garados! Also... ich würde gerne aufs Level verweisen, ganz kurz. Ja, ich möchte mal gleich noch reinkommen. Ich frage jetzt, welches Pokémon auf welches gerade. Ich glaube, Haunter, ne? Die Hydro Pump. Die haben wir überlebt, sehr schön. Ah, Aerodactyl! Stami? Magneter? Und der kriegt den Omnibus. Ach du okay, to be honest. Okay. Ich bin jetzt der Rocket Boss. Okay, lass mal kurz,
ist aber echt... Waren irgendwo noch höhere Level? Ich glaub nicht, ne? Das waren, glaube ich, höchste Level, die wir hatten an sich, ne? Jetzt will ich über die Pokémon staunen, er hat das Spiel gefühlt einfach mal durch die Seite. Ich bin nicht überrascht, also, eher überrascht, was da so passiert, nicht über die Pokémon an sich, ne? So eher über das, was da so passiert aktuell, so, ne? Weil die Story ja irgendwie schon anders ist. Abstand. Ja, aber kommen wir irgendwo anders besser leveln? Also das Leveln ist ja gerade mega nervig. Warte mal kurz, ich möchte mal ganz kurz. Ich mache es so, weil ich habe keinen Bock, da eine halbe Stunde jetzt zu trainieren noch oder so. Ach, gut. Wir machen das nicht auch für 50 oder so, wir machen das nur ein paar Level, das wird so ein bisschen. Was? Ist du jetzt so gewonnen? Ja, nee, nur raus, wir machen einfach auf 3, was, 44? Oh, 44. Dann sind wir trotzdem unterlevelt zu den anderen. Aber, weil das so hat es ja auch keinen Sinn gerade. Oh, 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 oh. Wir haben dafür auch einen Gengar jetzt auf jeden Fall. Ja, also ich finde, das wird einfach zum Zeit der Spaß jetzt gerade, und dann wird nicht so jetzt ewig hinterherrennen müssen, um da irgendwie klar zu kommen. Das ist einfach nur eine Zeitersparnis. Dann haben wir Gengar. Ich mir das ja nicht, aber ist trotzdem klar. Jetzt hat die genommen, so Leute. So, ja, aber also ich glaube, wir brauchen den Kampf nicht machen, willst dann nochmal. Also, wenn das Level, das.
glaube, das ist einfach sinnvoll, was wir machen können. Einfach ein bisschen hochgehen. Ja, komm, wir nehmen sich hier aus, oder? Nee, wir hätten natürlich wirklich auch einfach den Favoriten nehmen können, fällt mir gerade so auf, ne? Wäre nicht auch geil gewesen, ne? Aber Sheox ist halt. Ist ja noch Sheox, ne? Ich wusste nicht, ich dachte, das ist ja 40, ich habe mir gesagt schon. Das sieht die wieder, fand ich schon komisch. Und als du noch sich auch viel entwickelt. Ja, aber das ist. Ich glaube, das brauchen wir jetzt gerade auch. Weil der Kampf gegen. Den Drachentrainer Siegfried ist halt schon heftig, ne? Würde irgendwas an Attacken ändern? Ja, weniger gar nichts, ne? Ja, wenn er mit Ausstattung mag auf jeden Fall, ne? Wir sind trotzdem unter Level, das ist finde ich trotzdem noch wichtig, weil ich will jetzt nicht überleveln bei ihm. Aber jetzt müsste es hier eigentlich. Okay, wir können erst welches Pokémon wir ausnehmen wollen, weil theoretisch das Pokémon, was wir da nehmen, könnten wir auch ins Team nehmen, ne? To be honest. Der lebt das einfach, ey. Okay, Aerodactyl, wen gehen wir mit Aerodactyl? Asami? Da kommt ein Crunch, ne? Haben wir eben gesehen. Wir können bei Mitglied da drin bleiben, aber da werden wir doch safe noch mindestens ein Glurak, wahrscheinlich Glurak, 2 Dragons wahrscheinlich. Ich will da mal drin. Der hat eine Earth Power. Hat der Levität? Der hat Levität. Wenn der Glurak hat, brauchen wir Sami für Glurak auf jeden Fall. Dragonair. Können wir echt hinbleiben, to be honest. Okay, können wir nicht, okay. Der hat einen Aquatail, das heißt, mit Akane wird es auch schwer werden. Ja, gehen wir ein bisschen, und in dem Fall jetzt sogar schon direkt. King-Tor. Alter, der hat einen Seedra-King. Jetzt habe ich verloren, ne? Bei der das getötet hat gerade, ne? Es war sogar ein Crit. Würdest du sagen, wir müssen Crit sein, damit wir überhaupt irgendwie eine Chance hat? Das war sogar ein Crit, ey. Oh mein Gott. Das ist mir hier scheiße, aber ich nehme nicht weiter. Also nicht. Warum geht weg, ihr Pokémon? Lass mir in Ruhe. Wir oben uns Pokémon zu geben. Erstmal gleich. Also der Dragonier, Gyarados, Aerodactyl, Seedra-King. Ich könnte schon mal aussuchen, was Pokémon ihr gerne haben wollt, ne? Das wird wahrscheinlich durch sein. Tschüss. Ja, Adrian, wie gesagt, bleiben wir drin. Der hat zwar. Der hat Power, ich hab's vergessen.
den Tod, den wir nicht nehmen müssen eigentlich. Den wir auf jeden Fall auch behalten können. Ja, wesentlich richtig gehabt, das weckt man gerade sehr krass, ne? Boah, Schnitz. Okay. Wir verloren, ne? Ja, aber Level 1, da kann ich was soll ich. Also, holy shit. Ja, das ist natürlich. Okay. Also, to be honest, auf jeden Fall noch ein bisschen richtig Level, to be honest. Müssen noch irgendwie ein Level höher gehen, würde ich sagen. Night Slash. Ja, okay, das macht so viel jetzt aus, ne, anstatt Pursuit den Night Slash zu haben, ne? Ich möchte Sedra King, echt? Also das kann ich nie von irgendwo verstehe ich das, also gerade Sedra King in der im Regen ist mega stark. Ich persönlich war nie so der krasse Sedra King Freund, muss ich sagen, also nie Fan davon unbedingt. Auch gegen einen der Tür brauchen wir eigentlich noch nicht abwerfen, weil der stirbt einfach nur und das hat keinen Sinn. Deswegen mehr macht als eben, ne? Gefühlt, Alter. Und jetzt kommt Scissor und der Night Slash killt ihn jetzt bitte aber. Okay, Dragonier. Okay, warte mal, wenn wir Magneton noch gegen das Sidak kriegen, das müsste der eigentlich handeln können, weil was du den Sidak gemacht, der konnte nicht große Sachen. Dragonier, also wenn ich davon ausgehe, dass er durch das letzte Wochen ist, wo ich von ausgehe, brauchen wir Starmie dafür. Das heißt, wir können eigentlich aus Sicht mit Stärkung bleiben gegen das Dragonier. Der kann nochmal schön Night Slash raus. Der ausspielt uns, okay. Ja, müssen wir halt auf ihn gehen, ne? Das ist der einzige, den wir setzen können, letztes Point. Okay, der hält den immer so gar nicht, aber ist okay. Ja, dann Signo und du machst den Superclitch. Der macht einen Dragon Dance, aber ist mir egal, weil du trotzdem Swap bist. Und das ist Dragonite, kein Dragonite. Let's is about to use Icon will Chucky change Pokémon. Was? Der Burn, okay, wichtiger Status für ihn, das ist okay. Warum machst du jetzt einen Dragon Pulse? Warum machst du jetzt nicht so einen scheiß Schwanzangriff wieder? Hätte ich jetzt geschafft, wenn er jetzt einen Antrag gemacht hätte, ne? Weil der wäre Burn, -1 Angriff wegen Intimidate. Weißt du, man sieht, wir verkacken einfach ein Level höher. Ich hatte den schwächsten Blutglänz. Achso. So, ich
Ich finde das Game noch relativ einfach, deswegen ich fühle es gerade eigentlich noch nicht so, dass ich so krass feiern möchte gerade. Ich bin eigentlich noch relativ entspannt hier. Du Quit! Sherox, du bist ein Gott! Du bist ein Gott! Okay, warte. Sherox ist gegen Dragon, hier bringt nichts, weil Dragon ihn einfach ausspielt und einfach killt. Okay. Also der hat zwar wenigstens einen Aquatail, ne? Aber trotzdem müsste, also in dem Fall müsste der Akane den outspeeden, deswegen wird der Angriff gedroppt. Der kriegt den Burn. Okay, ist in Ordnung. Mein schlechtester Pokémon ist eigentlich das Sami, ne? Burn. Gegen Kingdra. Ja, also Gengar lasse ich aber auch sterben, weil ich mache einen Spukball, dass er genug Damage frisst. Darum geht es mir dann halt am besten nochmal. Lass doch einmal zu. Oh, du hast. Okay. Das war einmal zu viel D-Dance. Ja, einmal zu viel D-Dance. Vor allem, du machst D-Dance und machst dann eine Hypo. Ja, okay, das ist der Kampf vorbei halt, ne? So, was soll der jetzt noch machen? Ja. Wir haben noch ein ganz fulles Missing No. Der hinten freest. Okay, wir haben es für easy First 2 geschafft. Wo alle auf Level 50 waren. So, brauchen wir nicht. Okay. Bleibt dabei bei Cedra-King? Bleibt das euer Wunsch? Ja, den Champ besiegt. Ne, der ist nicht mehr Champ, weil der wurde besiegt schon. Okay. Dann nehmen wir Cedra King. Nein. My kingdom, how could this happen? I need to have it replaced. Yeah, who knows? Unbelievable punk like you. I need to find my composure again. I'm letting my emotions ruin my better strategy. I have to, you know, Mr. Mafioso. I could have taken you all out long ago. I knew about your little game corner hideout. It's not as if my new anti-crime laws did anything to stop you. I didn't mean them. I wanted to wait for you to cause a real public spectacle, arrest and punish you as headline news, to make a statement, to please the crowds, restore their faith in me, and to show my adopters just how mad all gangs like yours are, and still long for returning to a pre-war Kanto. The Silph Core invasion was the perfect opportunity. I was going to rush in at the last minute, give your boss a beating, and save the day. But by the time I arrived, it seemed someone had already beaten me to it. Well, what's done is done. I'm not finished with Kanto yet. I still have a position to defend. I'm a member of the Elite Four now, you see. New responsibilities. So excuse me while I go change the new champion's diapers. Halt, you can pass here only if you have the bowler's badge. Wait a minute, are you even a real trainer? Show me your license. No, I thought so. I've dealt with people like you before. Be gone, we don't allow criminals in the Pokemon League. Hey now,
I can see you are a bit tougher than most thugs, but rules are rules. If you don't leave, I'll see it. I see to it that the league is defended myself. Emotional damage. Okay. Dafür auch hier nicht gehealt, ne? Ich habe ein kleines Problem eventuell. Wir haben nur Akani. Ne, wir haben nur Machomai noch nicht, glaube ich, oder? Nur Machomai, glaube ich, der einzige, der noch fehlt von denen, wenn ich nicht ganz so tue. Haben wir Krambul schon? Weiß nicht genau, aber ich glaube, hatten wir den schon? Aber ich glaube, Machomai haben wir doch noch nicht, ne? Ne, wird nur Macholo haben wir, glaube ich, nur. Also, tendenziell. Aber werden die ja eh alle, egal, ich mir mitnehmen, aber Machomai fertig jetzt. Okay, mal kurz hier gehen. Aber man sieht so, ja, 5 Pokémon der Gegner, dann stehst du da mit 2 Pokémon, die beide halb tot sind. Das gegen jeden einmal kämpfen? Ja, okay. Will ich wieder einmal kämpfen. Ja gut, aber to be honest, habe ich mein ganzes Team, was willst du machen? Haben wir, okay, auch schon. Wir können so auch Geowatz machen, ne? Aber auch nicht oft in so Spielen. Bei Ultra, wenn ich mir dann richtig, haben wir doch alle. Ja, fühle ich. Du bist doch ein Feen-Pokémon, ne? Ja. Mit Champ. Was hab ich denn gerade gegen mit Champ gemacht? Ja, bisschen noch. Rapidash. Firo. Murkrow. Oh, ich weiß nicht, ob wir Grambul schon haben, to be honest. Aber Murkrow oder Grambul? Murkrow oder Grambul? Hamburgs, okay. Gut, dass ich keine Startattacke habe auf dem Pokémon hier. Aber Night Slash müsste den trotzdem mal nicht schaden. Der Rockclimb verwirrt, what the fuck? Ja, jetzt kommt das da mir raus, ist okay. Mit Unix hier ankommst. Ich kann schon überlegen, Onyx, Rizos, Rasaf haben wir alle 3 noch nicht. Er hat aber geschafft, ein bisschen nur zu killen. Links Swagger, weil er sich selbst gekillt hat im Prinzip. Ursaring, oh mein Gott. Oder Ursaring. Also Rizos, Rasaf, Ursaring oder Onyx. Jetzt aber schneller. Aber beim nächsten, wenn die einen Kabel haben, ja. Ba, 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 da.
ba, ba. Rose Rings of Honey. Ich könnte mir so vorstellen, dass wir ins Team reinnehmen, to be honest, ne? Aber vor allem, jetzt fängt ja auch an, dass die Pokémon der zweiten Gen so kommen, ne? Hier. Also bei den Wächtern hier. Galopper haben wir schon. Hundemann haben wir noch nicht. Pitchshot haben wir auch schon eigentlich. Ne, Taubos haben wir. Der Tauboga und Taubs hier haben wir, ne? Okay, ihr könnt aussuchen. Taubos, Machomai, Hundemon oder was gleich danach auch noch kommt. Oder Crowbat. Ja, Hundemon fühle ich sehr, muss ich zugeben. Hundemon fühle ich sehr. Wenn er irgendwie nur gleich gut vom Dings ist und so, dann könnte ich so echt. Boah. Jetzt kommen halt echt die Pokémon der zweiten Gen so, ne? Also auch Mercury, der eben kam und so. Aber, ja, und ich sag für dich ja. Utri, okay, haben wir aber auch schon, glaube ich. Ich kann jetzt aber auch langsam nicht mehr auf Magneton immer gehen, ne? Weil irgendwann ist der halt auch geronied. Aber du Baktitate machst, okay. Primeape. Ja, okay, Ratzaf haben wir noch nicht, glaube ich. Voll auf mit dem scheiß Swagger, Alter. Und nochmal Houndoom. Oh, hätten wir eben nichts bei dem sollen. Oh, Granbull. Okay, Granbull. Granbull. Ich will nicht nur, ob ich gleich ein bisschen so rausnehmen soll, weil irgendwie gefühlt ist ja sehr heftig. Und ich möchte eigentlich so krasses dabei haben, so, ne? Deswegen haben wir da vielleicht auch noch Platz mehr für danach, ne? Gegen Magma, ja, Stamina. Steht auf Aktani, oder holy shit. Ursachen. Jetzt wird's problematisch langsam mit meinem Pokémon. Ich brauche mal hier. Oh, fuck. Machamp. Okay, Towers haben wir noch nicht, ne? Ja, ne, mit Taubos haben wir noch nicht, ne? Aber hier kommen wir auch gut. Taubos, du bist noch nicht dabei bei uns. Deswegen nehmen wir dich in unser Team. Oder nicht unser Team, aber unsere Box auf. Ist noch einer, scheiße. Habe ich? Ich habe kein Fliegen dabei, ne? Oh, ein Endorn.
Mal gucken, wir haben ja einige coole Pokémon hier bekommen. Und dann. Ja, hier mit fängt's an, ne? Irgendwie. Sicher viel vorher, ne? Psychic, okay. Doxa, auch gar nicht so bad unbedingt, ne? Ryan, Dragon Press und Hydro Pump. Ja, das Problem ist, Sniper, okay, das ist sogar schon ganz geil, ne? Ich bin da nicht so groß, hab ich eben schon gesagt, nicht so ein krasser Dings voll unbedingt, ne? Geht so, okay, sturdy. Self-Destruct, okay. Super Luck. Mag war auch schon ein cooles Pokémon, ne? Speed up, speed if suffering. Und Ursaring würde ich glaube ich schon fühlen mit 10, muss ich sagen. Early Bird Awakes quickly from sleep. Okay, die Fähigkeit ist halt sowas von Crap, ne? Und Spezialangriffe hoch, aber der Rest ist halt. Also, ja, okay, aktuell für den Wert, von den Attacken und so fühle ich den gerade gar nicht, ne? Intimidate, Headbutt, okay, Play Rough. Den fühle ich schon sehr, muss ich sagen. Krambo und Ursaring fühle ich beide gerade sehr. Aber wir können eigentlich nur einfach mal mitnehmen, ne? ...126 Angriff, 55 Init. Ja, okay, das ist aber Ursaring besser halt, ne? Der hat aber Intelligenz, besser, bei weitem bessere Fähigkeit, ne? Und der hat den Feentypen, ne? Ich bin von allen nicht so begeistert, muss ich sagen. Ne? Ach komm. Bin jetzt Ursaring mal wieder mit. Also wir geben Ursaring jetzt mit. Irgendwie cooler als mit ein bisschen rumzulaufen, finde ich. Irgendwie ein bisschen nur ist irgendwie so. Fühlt sich ein bisschen an wie so ein kleiner Cheatcode, der so krass ist einfach, ne, eigentlich. Juhu! Juhu! Aber so einfach ein Pokémon bleibt jetzt auch nicht und eigentlich nicht so viel Plus, muss man sagen, ne? Der eher weniger, sein wird der eher weniger benutzt, muss man zugeben. Gucken mal, was passiert. Vielleicht gibt es ja gleich noch ein anderes cooles Pokémon. Vielleicht gibt es ja noch irgendwas Cooles gleich. Also ich finde, Unermann hätte ich, wenn er andere Attacken oder so gehabt hätte ich den Safe für Akademie genommen. Safe sogar. Aber so mit. Oh. Hauptsächlich auf. Ach Gott. Ne, mit hauptsächlich auf. Also viel Spezialangriff, aber nur mit physischen Angriffen und so bringt das irgendwie nicht wirklich viel, muss man sagen. Ursaring. Achso. Oh, wir können hier schon. Ach ja. Okay, im Prinzip die neuen Pokémon wären jetzt Gyarados oder Panzeron, ne? Panzeron, okay. Panzeron. Oh, ich hab mich. Ey, nein, Chucky. Scummery. Getting Tamer of the monsters of the pocket. Spirits one. Great, but a few potions too. Oh, okay.
Ah, Dankeschön fürs Ziel. Okay, sehr schön, dass du da warst. Ich wünsche dir eine gute Nacht, schlaf schön und bis zum nächsten Mal. Gute Nacht, tschüss. Okay, Honey, wie Senior. Alter, wenn er eingeschläfert ist, kann er nicht angreifen. Ey, hör doch auf mit deiner scheiß Hypnose. Am Pharos. Oh, okay. Ja, was mache ich denn am Pharos? Das ist halt die Frage, ne? Dornen fahren. Oh mein Gott, okay. Also wir sehen ja am Pharos, Dom fahren. Das sind die 3 neuen, die wir noch nicht haben. Anni sagt ganz klar am Pharos. Wird ein Auswurf dahinter. Okay, wir erkennen die. Und den 2 Dragonclaw. Oh. Ariados, okay. Anni wieder, ne? Ariados. Oh, da haben wir schon. Also wir haben ja Gänger, wir schon. Magma haben wir auch schon. Das ist also nur Ariados neu. Jump Luft. Oh, das ist Papunga. Also Hani, Papunga oder Ariados at this point. Oder Aipom. Das ist halt auch nur kein Skill halt, ne, aber. Ariados, Papunga oder Übel. La, 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 la. Papunga. Oh, Mekago. Okay, Hani, Mekago. Nach dem G noch ein H, dann hast du geschrieben. Corazon, was mache ich gegen Corazon? Ich habe immer noch keine Standard-Attacke auf beim Schirks, aber ist egal, dann ein Slash. Mehltank, oh mein Gott, okay. Das ist nicht so viel Damage. Okay, Mekago, Corazon oder Mehltank? Mehltank, okay. Ich will da zu labern, ich will zu labern, ich will zu labern. Ah, nicht, was willst du labern das? Die M50? Over. Oh. Das ist eine Attacke für Hundemann, ne? Opida! Okay! Na, nein, Spaß. Ist wieder. Okay, hier gibt es gerade echt coole Pokémon an sich schon, so, ne? Oh, es gibt Austos!
Was haben wir dann noch? Yugong haben wir auch noch nicht. Peil. Oh, Keifel. Anni, du kannst dir schon was aussuchen. Die oder Deli oder Portugal. Markus, Manchester der Davis, als Pokémon Edition. Aber wie heißt es denn aus für ein halbes Jahr? Ich hoffe, bei dir war alles gut. Anime Puppet da? Okay. So, machen wir zur Liga gleich nochmal ein richtig krasses Team uns gleich noch zum Ende hin nochmal. Also machen wir dann wieder raus und machen wir nochmal ein neues Team so ein bisschen. Also wahrscheinlich an mehreren Stellen sogar neu. Ein Schackel. Okay, scheiße, das ist belastend. Fugetik? Okay, ich glaube, ich brauche eigentlich Anni, glaube ich, nicht fragen, was die für Pokémon haben möchte. Chanera, oh, okay. Und Auxiliary auch, okay. Der Dialekt ist okay. Ducky Boy! Scheiße, das ist der Pokémon die Rocket Edition. Geht war klar. Das war abzusehen, dass das gewollt wird. Von Honey. Oh Mann, Tax. Okay, langsam muss ich mal ein bisschen gucken, wie mein Pokémon, weil ich langsam echt ein Problem bekomme, to be honest. Auch mit Attacken und so, ne? Zoom. Ich gebe direkt die Fähigkeit und dann. Oh mein, ist der Poggers, ne? Holy shit. Discharge. Ja, machen wir weg. Wexer, ja. Okay. Da, also. Da könnt ihr mal schon überlegen, was soll ich haben. Was, nein, ich habe mich verklickt. Ich wollte nicht umgehen. Okay, gut, das ist schon gut. Alter, mit Erdbeben? Landtouren? Slow King. Okay, Mantax. Morlord. Lasho King. Azumarill oder Landtouren. Also tendenziell, wenn das ist gutes Punkt kommt, dann wäre es doch eine Möglichkeit, dass wir unser Slime hier rausschmeißen, muss ich sagen, ne? Weil das wäre so. Es gibt ein paar Punkte von die halt wirklich besser sind als Starmie, dementsprechend wäre das. Honeywell Morlord, okay. Was hast du noch für mich? Ich hoffe, dass ich nicht sterbe, bevor ich hier deine Punkte. Oh, ein so ein Flora, okay. Gut, dass ich gekillt habe gerade, Alter.
Hier ist so ein Flora. Alter. Mogelbaum. Okay. Victory Bell. Okay. Das geht nicht. Oh, okay, der Little geht auch nicht. Was geht daneben? Und ich nehme extra schnell Attacke, die besser trifft. Oh mein Gott, du kleine Made, ey. Okay, Satz. Oh, okay. Fuck, jetzt habe ich ein Problem. Jetzt habe ich ein Problem bei Forstelka. Okay, doch nicht so krass. Blossom. Also, okay, also ein Flora, Postelka, Rubella, Zenia oder Mogelbaum. Ich überlege, glaube ich, eins damit als von Lehrer. Ich glaube, bei einem wird es so eine Möglichkeit, so muss ich sagen. Noch Postelka, okay. Postelka. Wir haben wieder hier Verzeihung, wieder neu, ne? You ready? Okay, 144 Def, Alter. Switch Steel Wings, erst. Okay, das ist nicht so geil. Slash up wieder Steel Wings, okay, nice. Mit Thunderpunch, Power Gem und Discharge. Okay, aber der 108er Spätzangriff. Wie wird unser Magnetieren? 142, okay, das ist so viel. Der wird jetzt aber auch. Vielleicht bist du ja 5 Level. Hab Hunger. Alter. Es gibt ein Moveset. Okay, geil. Alter, das ist auch ein geiles Miltank, ne? Holy shit. Okay, ich probiere, ne? Du bist so gemacht, dass du das Futter jetzt noch ein bisschen Team genommen, ne? Hasse. Oh, Hasse, das hat so eine behinderte Fähigkeit, ne? Aber gut. Mit Water Absorb. Vom Wolf wäre echt eine Überlegung für Stami, ne? Wo Stami halt echt das gut macht hier bei uns, ne? Boah, fuck. Das ist jetzt, weil so viele Punkte kommen, dann wird es echt schwer, dann so auszuwählen, welches Punkt wir nehmen wollen, ne? Also, ich auch das jetzt mal. Viel wäre cool. Stopp der Höhe einleitet. Ach ja, auch der True. Das ist mega gut, ja. Problem ist halt, dass eigentlich auch Star mega gut ist, so, ne? Das ist das Problem dabei. Oh, Capoeira, okay. Aber da würde ich gerne rausgehen, muss ich zugeben. Heracross. Der lebt das?
Elektrobass? Aber Elektrik haben wir, glaube ich, schon, ne? Ja, ich glaube schon, ich bin mir nicht ganz sicher, aber das finde nicht. Also für mich würde ich ja wahrscheinlich aussuchen. Oder ich kann den Rüstung, habe ich nicht schon drin? Magma habe ich. Elektrik haben wir noch nicht? Ne, haben wir noch nicht. Also theoretisch Elektrik, Capoeira oder Scaraborn. Scaraborn. Andi sagt Scaraborn. Scaraborn. Xatu. Jinx. Elekes. Alter. Bin ich schneller als Elekesem? Ja, bin ich sehr schnell. Und Girafarik, okay. Also Xatu, Elekesem oder Girafarik? Von Elektrik hier. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Ich bin so davon ausziehen, weil ich das nur die von Zeit der Zeit gesehen habe, ne? Ich will einen Simsala. 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 Goldak. Also bis jetzt hier, Snowmedikat, Enteron. Okay. Haben wir beide schon, glaube ich, oder? Ne, wir haben nur Mauzi und wir haben Enton. Wir haben nur die Vollentwicklung. Ach, ganz ehrlich, ich lasse jetzt auch das Bild, glaube ich, so weg, einfach, ist ja was nicht wumpe. Weil die werden wir. Also ich. Wo ich's eh. Goldak, den werden wir safe nicht, mit dem klar was kommt. Ja, das ist die Bilder auch weg sein, wir brauchen die, aber ich habe keinen Bock, jetzt mit Bilder zu suchen, das ist halt irgendwie so. Und Psyana?
Nach Taras Ambient, right? Ja. Double Edge, nein. Ich weiß nicht, Double Edge. Das gab aber 130 Angriff, ey. Das. Alter, oh mein Gott. In der Fokus wird Flinching. 138 Spitzangriff. Aber da war eh nur so. Genau, sie wollen genau. Nach Tara. Wish. Alter, holy shit, einfach nur ein. Hauptsache viel KP wieder bekommen. Okay, okay, welche Punkte wollen wir mitnehmen? Also relativ sicher ist eigentlich der Pupita, also Despota nachher. Aktuell, ja, eher als Rosaring auf jeden Fall. Wenn ich überlegen, also müsste zwischen, also ich bin eigentlich eher am Pharos als Magneton-Fan, würde ich sagen. Aber der ist natürlich ein bisschen schwächer, ne? Und der hat keinen Stahltyp, ne? Der ist langsamer und schwächer vor allem. Irgendwie ist es gerne noch ein anderes Elektro-Pokémon, wäre noch ein Reiche hier noch, aber. Ja, also Pupita, Sherox, Gengar sind für mich eigentlich schon relativ safe drin. Ne, da wir hier ein Unityp nachher haben, fällt auch sowas wie Kramburg raus oder auch sowas wie Nachtara raus. Wir könnten jetzt mal ein lustiges Team machen, vielleicht mit Heracross dazu nochmal, dann haben wir zwei Käfer. Oder so. Ja, Mordor, ich würde ja Mordor oder Starmie, ist ja die Frage, ne? Stimmt, die ist auch so die scheiß Fähigkeit, ne? Mit Illuminate nur. Komm, dann lass mal Mordor nehmen. Ist okay. Starmie hat gute Arbeit gemacht. Mordor hat dann keine Elektroschwäche mehr, keine Unischwäche mehr, keine Geistschwäche, keine Käferschwäche mehr. Und dafür eine vielfache Pflanzenschwäche, aber ist okay. Hat eine Water-Immunität, bringt damit. Ich würde nicht noch Surfer, hat so eine Spezialattacke, aber er hat auch 310 Spezialangriffe, also ist okay. Aber Starmie war natürlich viel, viel stärker, ne? Muss man ganz klar sagen. Aber wir haben Overheat bekommen, right? Wäre eine Attacke für Hundemon halt, ne? Halt auch ist halt auch eine 5 AP und so, ne? Das heißt für den später Angriff. Vollmann wäre schon ganz. Aber eigentlich wäre auch ein Platzbogen ganz gut irgendwo noch, ne, wenn man ehrlich ist, ne? Ich glaube, ich finde trotzdem aktuell noch Akani besser, weil er hat eine bessere Fähigkeit. Ne, der Early Bird hier, okay, wacht drauf, okay. Der hat hohe Spezialangriffe, aber der hat halt nur physische Angriffe. Akani hat eine bei weitem bessere Fähigkeit. Akani ist schneller. Akani hat generell bei beiden Angriffswerten einen besseren Wert. Muss man jetzt auch mal gerade sehen, so was du siehst. Ganz ehrlich, wir behalten Akani. Wir machen eben plus Pupita auch zu Despota. Ich auf 50? Wie viel Level ist der denn? Ah, auf 55, okay.
Ich wollte auf Akani, ey. So. Stami muss hier austauscht werden gegen... Oh Gott. Dann machen wir Osari wieder raus. Osari war irgendwie cool, aber war halt auch nicht der so, wo man es jetzt so... Ja. Und der Despota vorher. Jetzt alle auf 55, meinst du? Iron Head, oh mein Gott. Step Startattacke, okay, nice. Dafür kommt Slash halt weg. Ja. Muddy Water. Ja. Wünschen, mal kurz. Live-Op wollte ich ja bei ihm. Shellbell kann man hier Vakani lassen, wenn man ehrlich ist. The Bright Powder Kicks Magnet, das war dann hier wieder auf Magneton. Kingswalk für einen schnellen, das heißt, der war ja nur noch Gengar, der schneller ist als die anderen beiden. Quick Claw gebe ich dann hier Quagsire. Wir müssen auf jeden Fall hier Surf. Nein. Oh, das ist geil. Das Despota Surferlenker, ne? Wir könnten ihm eine Dranclo haben wir noch für ihn geben können. Brick Break. Beispiel gibt es da und für Try Manager. So, dass die, was wir jetzt haben, das werden wir eh behalten. Deswegen, weil ich jetzt da die Teams verbrauchen, fertig. Also wir geben ihm hier Overheat auf jeden Fall. Ja, ist ja die Frage, ne? Der ist 5 stärker, aber 5 ungenauer, ne? Aber es wäre die Frage, ob ich die einbehalte, soweit ich weiß, aber der kann ja Flinch, ne? Der kann Burn und der kann, ja, und der kann, ja. Sieve, für ihn ist was? Ne, der hat schon. Wer noch Sieve brauchen? Ne. Blizzard? Quagsire, eventuell, aber jetzt nicht den hohen Spezial. Ja, kann man irgendwie trotzdem hat er eine Eisattacke für, wenn jetzt irgendwie Dragon oder was kommt. Rain Dance. So, wenn der jetzt gegen Drachen-Pokémon kämpft, dann hat der hier einen Dragonclaw, dafür kommt für den der Thrash weg. Ja. So, ich kann Dragon-Pools noch weg, oder würde ich eine Steinattacke auf ihn nochmal bekommen lassen noch? Dann würde ich ihn sowieso lassen. Er ist auch in Ordnung so. Er ist eigentlich auch okay, so Rex kann man vergessen für die Giftattacke, aber gibt's halt nicht. Ja, hier würde ich ihn jetzt auch so lassen sogar. Nein, mit dem Eis-Typ verstinkst du aber nochmal. Ja, dann haben wir unser Team ready. Und jetzt geht's tendenziell in die Pokémon-Liga. Pokémon sind kalt, ja. Ich würde nicht mit Despota liegen, to be honest. Was gibt es hier noch nicht, oder? Nein, gibt's nicht, ja. Nein, 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 nein.
Ist kein Attackenlehrer? Nee. So, save mir alles mal und dann gucken, was die Politik uns sagt. Sorry, sir. The elite four are currently engaged with another challenger. You'll have to wait your turn with everyone else. Ah, okay, das heißt, weil der andere angreift, kämpft schon. Hey Chucky, good lord, it's been a while. Hey, don't you recognize me? Stupid old dingbat. It's me, Ronnie! Okay, Ronnie. Man, I tell you, it's been tough since Team Rocket, being a solo gangster and all. I've robbed a couple of youngsters and schoolgirls and things, but it's just not the same anymore. Well, but look at you, Mr. Posh. I suppose the hair gear comes with the promotion, does it? I always thought you were a little camp, but this takes the cake. Haha, anyway. These are mad times, Chucky. Have you heard the news? Lance is done for defeated, haha, and guess what? Someone's just gone into challenge the new Elite 4 already. Oh, but here's the best part. Guess who the new champ is? Here, just wait, it's gonna be on TV and any second now. Announcer! Hello, it's a historic day for the hero, ladies and gentlemen. Champion Lance has been defeated in Pokemon League battle by a young challenger from Palatone. We spoke to the region's remarkable new adolescent champion shortly after his victory. Hey everyone, nice to meet you. I'm Blue from Dabba-dee-dabba-die from Palatone, and I'm the Pokemon champion. I'm the strongest trainer in Kanto and Yodo too. Besides, the best there is that's me. It's been my dream for a long time, and it's taken a lot of work. But now I'm finally here. Am I great or what? Interview. What are some of the changes we can expect under your new government, Mr. Blue? Oh, lots of good stuff. Of course, we are going to work to let everyone ride bikes indoors. Yeah, I think that would be a great change. Okay, Fahrräder immer, okay. And can we expect the unilateral trade agreement with Höhen to be upheld under you, sir? Yes, for sure. Look, we'll figure that out. Nobody has to worry. Now that I'm champion, there's going to be nothing but peace and happiness for everyone. Don't you doubt it? Oh, sir, there are rumors that another trainer from your hometown has defeated the Kanto gym leaders and intends to challenge you next. Can you comment on this? Are you concerned about him? Ha. Yeah, I know, that stupid stinker. He's got no chance, so let him come. I'll wipe the floor with that loser and we'll forget all about him. Just you wait and see. Anyway, Fox, you're too kind, but duty calls. Being champion is hard work. Smell ya later. Smell ya later, alligator. Exciting changes in store for the region. Champion Blue's new Elite 4 have since made preparations to meet the mysterious new challenger. We'll bring you more news as it comes. Can you believe it, Chucky? That spiky-haired little twerp, what a gas. So it's true, then. I don't believe it. Blue, it's not possible. Here, guard, let me through. I'm the new champion's grandfather and I demand to see him. This is an urgent matter. Blue was mit Red. Ja, aber es ist ja so, dass wenn du bist du ja Red und du bist ja dann der, also du bist, ist ja Blue schon Champion, deswegen forderst du jetzt wieder raus, ne? Chucky! Oh, thank Arceus!
I came as soon as I could. Damn it. I tried to outrun that greaser oak, but I'm afraid I might have been too late. The clock is ticking now. We have to stop this quickly. Look, Chucky, I've seen the basement lab. I know about the kid. I know everything. Now he's got his badges and he's heading off to fight the Elite Four. Well, we both know he's going to have no trouble with them. Then the moment he's champion, Oak will swoop in and make sure he has complete political control. Vance was just defeated and the public's in a frenzy. Everybody's watching. The only part of this I can't seem to wrap my head around is who the hell is Blue? Anyway, no matter. Hey, gym guy, what's the name of the challenger who came earlier? Some kid red from Peloton, can't mistake him. I heard he might be coming, sounds like a beast man. Well, there's nothing left to speculate about Chucky. Just going down. We have to get in, we have to move. Okay, ganz viele Sachen, die jetzt passieren gerade. What are you talking about? Challengers only. You just let that psychopath of a professor in, didn't you? This important woman. It's no use, Chucky. We've got to get in somehow. Look, whatever dirty tricks you have up your sleeve, or violent routes you can call up. If there was ever a time we'd need them, it's now. Wie rufe ich denn meine Schergen, dass die... Ronnie? Macht der was? Hallo, Ronnie? Hey, what's all this commotion, Chucky? Are you guys trying to break into the Elite Four? That's red. What's it? You need help? What? You mean my help? Damn, I never thought you'd say that. You know, Chucky, I know I haven't been the greatest buddy in the world. I keep getting things wrong and screwing stuff up. I know I'm not as smart as you and all. I just wanted to be a real badass pimp. Gangster, right? The whole 9 yards. I didn't want to wait around, didn't want anyone to think I was a sissy. I couldn't take it. I'm real sorry. I'm going to set things straight and be a proper thief like you one day. I do things by the plan. No more cutting corners. Ooh. So look, just this once. Leave it to me, Chucky, for old time's sake. Eradicate. Oh nein. On alert, you lazy rat. We've got work to do. Oh nein. Will ich ja... Baddest Pimple Gangster. Eradicate. Give us a hyper fang. Well, that works. Don't worry, Chucky. Me and Eradicate will stand guard here and keep nosy people out. You go do what you've got to do. Guck, wie sie da links liegt. Kannst du mich reinlassen? Well, this is it, Chucky. I don't know what's going to happen when we go through those doors behind me, but I think it's safe to say you might face some of the toughest battles of your life. Ja, lass mich rein. So, make sure you are ready. If you have preparations to make them now. I would strongly urge you to bring Missing No along as well. You are going to need it. Wir müssen... Wir müssen ein bisschen mitnehmen, ne? Ja, Gengar? Oh, ich denke Gengar, ne? Wo ich sehr schade finde, muss ich sagen, aber... Also der andere wäre ja so Scheos, aber Scheos finde ich aktuell eigentlich noch besser, vor allem wenn der jetzt einen Eisfehl bekommen hat und so. Der hat mehr, viel mehr Coverage auch, mit Unlichter und so.
Irgendwo das die Special-Attacke von Lugia, ne? Ja. Müssen wir hier mitnehmen, würde ich sagen, ne? Das ist dann Schicksal. Oder wie man das nennen möchte. Da können wir doch nichts gegen machen. Oh, set check. Ja, here we go then. Okay. Aber ganz ehrlich, müssen wir jetzt gegen alle kämpfen? Who are you then? First Oak, then Bill. Now this swanky fellow who looks he might be Giovanni's nephew. This is a big happy reunion finally. Well, what fitting timing after all these years. It looks to me like Kanto is about to radically change again. The child who just passed, he's something to be reckoned with. I was prepared for a challenge, not a one-sided slaughter. Called and calculated, not a sign of emotion. Can't imagine the others who will fare any better against him. Well, what are you gawking at? Run along. I'm not going to wow you with any tricks now. My Pokemon are knocked out. Oh. Seems to have rounded her up quickly. Not surprising. Onwards quick. This is crazy, my friend. These powerful children, where do they come from? The child with the spiky hair, I thought I had a chance. Not so with the one called Red. Total destruction. I admire his power and his discipline, but I sense there is something not right about him. Ah, nonsense. I must train harder. It's the only explanation. Okay, Agatha wird doch lustig, glaube ich, ne? Weil Agatha ja, so eigentlich ja irgendwie so, ne? We meet again, Chucky. Much has happened, it seems. I was filled with pride when Blue defeated me and took his rightful place as champion. Pride that there was something worth preserving in my blood after all. But Red, he seems a different beast altogether. I'd never paid much attention to that child, but it's clear I made a mistake. I can understand now why Samuel held him in such high regard all these years. To tell you the truth, I don't quite know what brought it out of these kids. Well, you are looking for Samuel, aren't you? I say. When he walked past me just now, it was strange. He was ice cold, didn't say a word, but there was a glint in his eyes. That cultivated brown nothing, puttiness had all but disappeared. There was something in him like the way he used to be in the old days. Like he had a definite purpose he was chasing. Do what you must, Chucky, but bear in mind that I will honor whoever is the rightful champion, and I cannot stand behind anyone who interferes with that justice. You've been warned. Will Agatha to... Gott, that kid is fast. We have to hurry, Chucky. Ja, soll nicht so reden, einfach mal ein bisschen mehr laufen, weniger reden. Und nicht so gegen die Wand laufen vor allem. Yeah, you again. I won't stand for this meddling. As if seeing that worm of a professor again wasn't enough. Now we are invaded by genius terrorists. If my Pokemon had any health left, I'd teach you a lesson, suck. And where I still a champion, I'd have you hanged. And if only... So, look at me. What in Giotina's name happened? I don't know how I could have prepared for these rockets. I suppose. What differences does it make in the end? If you are defeated by Child X or Child Y, at what point is your dignity so crushed that you will just stop caring? Go on then. Lord knows you people aren't my responsibility anymore. Ja, 104, ja. Red! So, you've won. Sincerely, congratulations. You are the new Pokemon League champion. You've grown up so much since you first left with Charmander to work on the Pokédex. But you have come of age. Blue,
I'm disappointed in you. I came when I heard you'd beaten the editor 4, but when I got here, you had already lost. Blue, do you understand why you lost? You have forgotten to treat your Pokemon with love and trust. Without them, you will never become a champ again. Red, you understand that your victory was not just your own doing. The bond you share with your Pokemon is marvelous. Red, come with me. What? I don't understand. Grandpa, I treated my Pokemon with respect, always gave them the rest and the love they needed. I swear, I did everything right. I was so sure of it. I thought, when I was finally champion, that you would at least stop and say you were proud. So much for nothing, Chucky. I be damned, it's actually true, then the kid really did it. Oh, that slimy, shaming professor. The crowds will arrive any minute. Not ideal at all. I was really hoping we could solve this in private. Not to worry, Chucky. We are just going to have to fall back to another solution. Ladies and gentlemen, Champion Blue has been defeated. It's my honor to announce that the new champion of Kanto Yoto is Red from Peloton. Please stand by for further comments by the new champion. Der kann doch gar nicht reden. Warum kann er keine Kommentare geben? There's nothing we can do now, but wait. I'm going to have to make a phone call. We can barely believe our eyes, viewers. No sooner have we received a new champion than the title changes hands yet again. This extraordinary new young champ has just finished his Hall of Fame ceremony and will return to give his inaugural speech. Who's to say what happens next? We are trembling with anticipation. My, how good is it to see you, people of Kanto. This is Professor Samuel Oak speaking. I stand before you with our new champion. Uniquely talented young boy whom I've had the privilege to raise as my own in our little town. Red. Yes. Marvelous, marvelous. Now, then. I know some of you may remember the last time I stood in this room and have mixed feelings about seeing me here again. But rest assured, I address you now as Red's caretaker, not as a former champion. Moreover, I'm embarrassed to bring this matter to public attention this way, but since it concerns our new champion, I see no real alternative. You've all witnessed Red's unmatched talents for Pokemon battle. I'm sorry to say that this unique gift of his has come at a price. Red unfortunately suffers from certain social disabilities. He cannot speak in public without pangs of debilitating error, and he struggles to communicate with the outside world. So for that reason, I'm taking on a special responsibility. I will be Red's right-hand man, his main political advisor, and I will communicate his wishes to you, the people. Do you agree with this arrangement, Red? Have I understood you right? Yes. Very well, then let's begin. Alter, eigentlich so ein Arsch, ne? It's clear to me, and Red as well, of course, that some changes are in order for the region of Kanto. The previous government has been reckless with public safety. What do we make of the ever-growing cases of violent gang crime, corruption amongst our gym leaders, where nothing Lance has done seems to be slowing their growth? And what of this Giovanni? It's clear as day, harsher methods are in order.
We'll bring all these criminals to justice, dead or alive. And what else? Tell me, how can we allow our legendary birds to roam freely throughout the region? What of the various legendary beasts who moored to be hiding in the remote corners of our caves and islands? What if they should fall into criminal hands? What if they should run away? We must dedicate all our resources to capturing them, bring them under government control for public safety, and to preserve our cultural heritage. Yes, dear Cantonese, Lance has done us a great disservice. There's no question. So I believe. Only because I agree with Red's reasoning, of course. That's nothing. But the strictest punishment is in order. Lance should be brought in at once. Okay? Do you agree with these motions, Red? Stop! Okay. Good. This meeting cannot be allowed to continue. Everyone listen, Red cannot be champion. He's no real Pokemon trainer. He's not even a human being. Just some creature, some laboratory experiment. Created by Oak to do his bidding. It's all a shame. We have proof. Irrefutable proof. Nonsense! Look, you trigger the poor boy's anxiety with such aggressive, baseless accusations. I dare say he's been through enough emotional stress for one day. He's going to need a safe space to retreat for the moment. Apologize, but we will hear more from Champion Red at a later time. What is going on? We demand an explanation. Let us into the Hall of Fame room. Here. Wait! Samuel! Is it true that's what it was all these years? Not cowardice, but cunning? How could I have failed to see the Kanto we wanted? We could have it again. Hold it! You are not going anywhere, you puny peasants. This man is someone you could never measure up to. He will create the perfect Kanto, a place for the strong to prosper. Don't you understand? If you want to get in between, you get through me first time. Ich hab das Hilfkoden, das weißt du. Get out, get out. Oh, you got hey, Chucky. Those goggles only could see. Aber ich kann nichts machen. It unveils the ghost identities. Chucky, I had a feeling you'd step forward. There's nothing more to be said. I've given you fair warning. You saw, as well as I, that Red is the rightful champion. There'll be none of these cops and conspiracies here. I guard this door on my own. Er will die Kontrolle über die Oberpunkte schon was? Agatha ist auch noch gegen dich. Und
Das Draver soll jetzt kommen. Aber ich habe im Instant keine AP mehr gehabt. Seppo. Oh, auf jeden Fall. Wir haben nur Crowbit noch nicht, ne? Gänge haben wir, Mysteries haben wir, aber. Okay, never Crowbit, ne? Very well. Just now Samuel won't take kindly to your interference. If his old self really has returned, there's nothing he wouldn't do to keep enemies like you away. But a loss is a loss. I'll step aside. Mark my words, Chucky, that man has a powerful spirit. Okay, mein Bogen nicht gleich, wenn das ist schon sehr belastend, würde ich sagen, ne? The door is locked. Ah, it gave. Okay. Hello, Rocket. I think you should know. You are one of just a handful of people in my life to have exhausted my patience for political compensation. You slimy little radical. I thought you'd be just another speck for Red to wipe away and forget about, but somehow you've slipped through every single crack there was, through exactly the sequence of steps that could unravel everything I've worked for. It doesn't matter what you've seen. Red is as good as human as any. The region is legally bound to follow his command, and there's not a trainer anywhere who can take the title from him. I knew that when I saw his full speed for the first time in my lab. Knew I held the key to complete, lasting power. Surrendering the war was just the next logical step. I'll tell you this, it was the hardest thing I ever had it, becoming Kanto's trader, but it helped reinforce a lesson I had already begun to learn about honor. You see, in war, people will fight to their dying breath, but in peacetime, they'll forfeit without a second thought to any odd kid who can beat them in a Pokemon battle, all in the name of this owner. So it stands to reason. If you control the strongest trainer, you control the shape of history. See, I have no plans to be a chivalrous leader, just a smart one. What do I care about my legacy, about living up to higher virtues? Where is the rational scientific basis for believing in any of that? When I'm dead, none of it will matter. I've been surrounded all my life by these idiots who fail to see that there is only power and weakness, pleasure and pain, life and death. None of their precious values mean anything in the final analysis. It's why I can vent and prattle on to you about anything I like. Because the word of a lowly criminal means nothing to a person of any stature. If I faced you in a court of law, we both know who would win. I do what I can, pull the strings I have to pull, to further my own interests. I don't need any pompous ideals to fool myself into thinking I'm doing anything else. Yes, I've been there all along, in Red's adventure, nudging him in the right direction, whispering in his ear when he was about to make a mistake. Nobody in their right mind would think a child should hold the power of a device like Master Ball. But when the opportunity presented itself for him to grab a copy, I couldn't possibly let him pass it by. Then, of course, I needed to make sure none of the Mewtwo scientists would suddenly get curious about Red's origins, so I stepped in to keep them out of the way. If it wasn't for Bill, I would have easily scared them into submission. Komm, jetzt mach mal hin, zack! Now it became clear to me when my aides called me about a little intrusion
on my lap, that I hadn't insurged myself against every contingency. But it doesn't matter, all can still be well. These slip-ups can be rectified if I stick to the plan and I do not let my emotions get away with me. Red is quite the role model in that regard, isn't he? The very image of pure, cold-blooded rationality. He's very nearly human, alike us in almost every way. He lacks only that emotional score, morals and positions, a reason to act, some ultimate goal, to aim his innate vision and his unconscious intelligence at. It's lucky for him that I can provide exactly that. Doesn't it fascinate you, you know the truth? Who is Red really? What's his personality? He could be anyone, he's only a puppet. Yes, a puppet from someone else to control from a distance. That's his purpose in life. I think, Rocket, you are much alike in that way, the two of you. But that's enough talk. I happen to know Red gave you a thorough beating somewhere at Mount Moon a long time ago. He is orders of magnitude stronger than any trainer he has faced, I can assure you. If you struggle to stand your own, battling him back them. You don't stand a chance in hell against him now. But then your Pokémon seem to be the only defense you have. So in the name of our culture's silly little etiquette, stand toward Rocket and face him like a man. Ah. Du musst bedenken, beim letzten Mal, wo du mich besiegt hast, da warst du 20 Level über mir. Ja? Das du. Mau, Honey. Blauer, kommt mal zu Punkt, alter Mann. Ja, wird Surfer mal nicht erdbeben. Hatschu gegen. Hat er Lightscreen gemacht, ne? Lightscreen oder Reflektor? Screen, ja, hab ich gesehen, okay. Dragoran. Jetzt wird's knapp langsam, ne? Ich würde mal in Blizzard. Okay, der lebt kein Tag. Okay, gut. Alter. Und Elekis. Wenn ich outspeede, dann bist du aber einfach nicht. Okay, mit welcher Outspeed bist du gewesen? Ja, kannst gerne sagen, auch kaum meinen, ist mir so egal. Chucky Gott, 5000. Ziele Poco. Okay. Glurak, Relaxo oder Lapras oder Dragoran? Pikachu und Alexa haben wir ja schon.
Okay, Charizard. No, it's not possible. Aber auch eine Schmach, ne? Das ist ein Starter-Pokémon und wir haben ihm einfach das Starter-Pokémon geklaut. I wasn't prepared for. Ah, Red, you ruthless idiot. Ha! Er hat direkt die Puh weggeschmissen, ne, Alter. I won't have everything fall apart. Not like this. Step away, kid. I'll handle this myself. Will die jetzt auch noch kämpfen? Ich habe keine Pokémon mehr. Samuel. Oh, I couldn't wait any longer. Please forgive me for letting the colonel inside. Samuel, I'm so sorry. I had you all wrong. I really thought 10 years ago that you had become a coward. It didn't seem right to me. I knew it didn't add up. I should have realized that your strength, your vision, your commitment to being the greatest, most powerful leader in the world never left you. Truly, you were a man of honor all along. I should have never left your side. I haven't known how to feel about you for so long. I loved you for who you were, and hated you for what I thought you had done for us, to us. But now, I that even seen the truth, I've realized. My love for you has never wavered for a second all these years. I just didn't understand my own feelings. Not until now. Oh, Samuel, let us build the country we dreamed of together. Everything can be just as it was. You. How dare you! You throw me away in disgust when I'm at my lowest and weakest. Then come back begging at my feet right as I return to power. Oh, you are a woman through and through, Agatha. And then to speak to me now in lofty terms about love and honor, you disgust me. You've had your chances, don't you deny it? And you've shown me now, beyond a shadow of a doubt, just how deep your loyalty runs. Here, I show you what I think about your fucking owner. Tauros, Giga Impact. Now holding back. Well, what are you gawking at, Rocket? I believe we had some unfinished business. It's always the same damn thing. Immaculate plans sabotaged by the whims of mediocre people. It's a truism, isn't it? To get anything done, you have to do it yourself. Now let's see how best to deal with a lousy weasel like you. Ich bin immer noch halb tot, so eine Pokémon, aber okay. Jesus, never mind those ghosts anymore. Looks like we missed out on the real action. What a carnage. I never liked that lady much, but she must have really pinched a nerve to deserve that treatment. And without any healthy Pokémon left to defend herself. Here, Chucky. I figured you might need some healing up. Yeah! Thank me later. Boom! Dankeschön. Okay, eigentlich jetzt wieder in den Arsch vertreten. Auch für Agathe. Oh, I see how it is. Chucky defeated your little robot boy. Ha! Now there's a development. Well, I wonder what went wrong in designing him, old man. I mean, he's the spitting image of an insurmountable muscle man, isn't he? You stay out of this, Bill. Red is still your champion, and he won't take kindly to your insults. Give it up already. Chucky has already proven himself the stronger trainer. He could take on the league again the proper way and become champion anytime he likes. You simpleton, mind your tongue. Need I remind you that unlike Lance, Blue and Red, I am undefeated in battle, and I have not been idle for the past 10 years. I kept my Pokémon in shape so I could stand my own against Red as his final challenge, but it seems there's no need for that anymore. Rocket, I'd have liked to see you rot in jail,
But now I think I'd rather deal out your punishment myself. I'm already beyond the law, so I believe we are on an even playing field at least. Less. Mark my words, I won't fight you out of dignity. I will ruin your defenses and leave you like the old hack on the floor. Look around you and take it in, Rocket. No one else has the faintest chance of saving you. You are on your own. Last Bossfight wahrscheinlich. Und der wurde bis jetzt noch nie gebietet. Aber Professor Oak sein eigenes Team. Holy shit, Alter. Oh, Dark Phoebe. Und wir kämpfen gegen Taurus 54, okay? Ja, es gibt ja noch ewig. Ja, es gibt generell neue Pokémon bei Unite, ne? Ja, heftig, ne? Ja. Ja, Mau. Oh. Okay. Aber ja, es kommen jetzt direkt 3 Pokémon wieder, ne? Wegen Anniversary Dings. Okay, aber was machen wir gegen Taurus? Was macht der? Macht der jetzt ein Erdbeben? Ja, das haben wir ganz souverän abgespielt, das Taurus. Das Taurus wird ganz souverän weggedietet. Ganz souverän. Der nächste souverän weggekommen ist Gyarados. Alter, 57, okay. Ey, gut, dass wir es auf Level 50 gemacht haben. Ich weiß, das ist vielleicht so hoch, aber 55 ist okay gewesen. Und ein Arcanine. Okay, da haben wir unser Quagsire. Und ein Venusaur. Und ein Joltieren. Und ein Executor. Ja. Gut, also der Kampf war jetzt... Also wir haben Tinderwinter nicht mehr benutzt. Wir haben auf Quagsire auf 2 Tagen bekommen, auf 2 Tagen auf Scizor und die anderen sind halt der Full Life, ne? Und der ist jetzt halt One-Shot tot, ne? Okay. No! Impossible! Tja. Ja, ist hier Pokémon, klar. Nein, Venus. Oh, kann man, geiles Venusaur wäre cool. Gyarados, Joltieren wäre auch cool. Taurus wäre. Oh, Taurus haben wir noch nicht, ne? Nee. Also, Tusch, Venusaur wahrscheinlich am sinnvollsten wegen Pflanzen, aber ich glaube, wir brauchen eh keins mehr. Würde ich am meisten wehtun. Komm, dieser Flower, okay, wir nehmen dieser Flower. It can't be right. It wasn't supposed to be this way. I had everything planned to the nth degree. There was no way a regular trainer could have posed a threat. And Team Rocket is a joke. An insignificant little speck on Kanto. It's just not possible that one of them could. But there's something different about you. Ja, ich bin neuer Champ ab jetzt. Haha! It's the only explanation. You are no regular Rocket. You are a... Alright, hold it. This is the end of the road for you, Oak. You didn't really think you could keep us out forever, did you? Ooh, you stand accused of government conspiracy, Professor, of violating your ban on Pokemon Battle. And I'll bet you are not innocent in whatever happened to Agatha. As for Red, and the claims that he's not human, he will be subject to thorough medical examination so we can ascertain that for a fact. You are a fool, Oak.
Did you really think you could snatch back control of this place with your intellectual achievements? In case you've forgotten, in the real world, we earn our power by sweat and blood. Slimy geeks are only ever Pokemon masters in their dreams. Grab him. Stand back, you don't know what you are talking about, and you will not go against your champion's wishes. Red, quickly! Your Pokemon, send them out, I need their protection. Hahaha, I know how to operate this. Ey, mal eine Frage. Was wäre denn gewesen, wenn man eins von diesen 3 Pokémon geklaut hätte? Weil dann könnt ihr die nicht aussetzen jetzt. Also, hätte, wenn er jetzt durchgekommen wäre, wäre es ein Fehler gewesen, ne? So saying. Operate this machine, you idiots. I put in my name as the new champion and rule the region. From this room, I can do a lot of damage before you get me out. Believe me. Damn it, Chucky. Are you healthy enough to fight Red's Pokemon again? Yeah. Ah, if only we could reach that computer. Come on. Do something. Ja, ich besiegt dich. Meine Pokémon sind noch voll live. Also ich habe noch bei was eigentlich hat nichts gemacht bei mir. Alles gut. Vecino is shaking inside its Pokeball. My God, it's still around. Is it the catastrophe? What a marvelous sight. It's corrupting everything, every record. What a creature. Oh, wait till you speak to my lawyers, you imbeciles. And grabs this pink-haired rocket as well. It's about time he answered for his crimes and the evils of that rotten organization. No, Chucky was the one who stopped the Oak. He doesn't deserve this. Silence! Silence! Kill you! There's been enough meddling with the law today already. I will not have any more criminals running free. Hey, Rocket. Welcome to the world of Pokémon. Warum gehe ich jetzt einfach mit? Kann ich nicht einfach gegen die kämpfen? Ich meine, ich bin stärker als die. Ich bin eigentlich der Champ. Will the defendant please rise? We are prepared to deliver our verdict. Oh, der Red ist vor Gericht. Holy shit. You had the results of the genetic tests presented to the court. And the council of our leading medical professionals have left little doubt in the minds of our jurors. You've clearly suffered from severe birth defects. Whatever you are not a human being of upstanding physical or mental health. You have no birth certificate, and you are not a legal citizen of Kanto, Kyoto. In short, you are not fit to be champion of the Indigo League. Consequently, the position falls to your predecessor, Blue Oak. Your owner, I don't think I want to be champion anymore. Let someone else take it. After what I've learned about Grandpa, I don't need his approval anymore. I have other stuff I need to do. Very well. Then the position defaults to Lance. Oh, your owner. I gladly accept the burden of resuming my position. Deswegen ist auch wieder dann in der Zeit schon wieder Champion, ne? Weil das wieder bekommt hier, okay. Then the matter is settled. Also ganz einfach erklärt sogar. Read, your case is unprecedented. We've tried our best to treat you with sympathy, but we must take the safety of the public into account. Your Pokemon license will be revoked with immediate effect. An unstable person like you cannot be allowed to ride illicitly powerful Pokemon in battle.
out in the wilderness, perhaps in the name of self-defense, not in civilized society. That is all. You are excused. Professor Samuel Oak, you've been accused of voluntary manslaughter and of conspiring to oppose the government. Please excuse me. Through engineering a genetically modified clone of a human boy, groomed from birth to be bloodthirsty and obedient to authority, unequally sorted to take down the league champion, created all as part of an 11-year plan to return to power in a secret laboratory hidden from public view. But the lab in question is empty. For a charge this implausible to hold any weight would have to be presented with substantial evidence. No such evidence has surfaced. The charge is dismissed. Moreover, no reliable eyewitness testimonies could be brought forth about your involvement in Agatha's death. In good faith, we can only conclude that she died in an unfortunate accident of Pokémon Battle. Alter, die hat die getötet halt, ne? Alter. On the other hand, the jury unanimously declares you guilty of violating your ban on Pokémon Battle. In summary, Professor, you do not appear to pose a threat to the public's well-being, but you have shown a terrible lack of regard for Kanto's laws. No official anywhere will grant you another Pokemon license. Your research will not be founded. Professor Oak, you are horribly banished from the Kanto region. Seek your fortunes elsewhere. Okay, das ist gebannt worden. Chucky, please approach the bench. Das wurde halt gebannt, so ein bisschen, okay? As member of Crime Syndicate Team Rocket, with honorable title Boss, you stand accused of countless alleged and confirmed counts of Pokemon theft, violent coercion and intimidation, complicity in Pokemon smuggling and violence towards women, armed robbery, threatening and attacking a police officer, and assisting the operations of a pair of unlicensed procurers operating in the underground pass. Chucky, okay, das waren die auf die auf Strich gegangen sind, so. There's a bounty on your head of $364,000. You will owe the region of Kanto this amount in reparations for your crimes. Finally, the jury declares your sentence to be 52 years served in regional penitentiary. 52, ja okay, 50 Jahre, nicht aber tot, oder? Okay. I can only hope you've enjoyed your time in the criminal underworld, Chucky. It's plain to see why living beyond the law attracted you. In a gang like Team Rocket, it may seem as if you can get away with any depravity you like. But eventually, the chickens come home to roost. You've had your thrills, and now I'm afraid it's time we brought you back to the real world. Chucky, I declare you guilty as charged. Okay, also ist ja schon interessant. Ne? Also man hat natürlich sehr viele, also klar, viele Gerüchte, die nachgegangen wurde, ne? oder Vermutungen, was so sein sollte, die dann gehört haben. Ne? Die haben auch viel übernommen, wie sowas mit das Secret wieder schämt wurde zum Beispiel und sowas. Ne? Viele Story-Hintergründe, so, also die es so sein könnten, die halt nicht bestätigt sind natürlich nicht, ne? Aber die ja schon so sein können, die sehr plausibel aussahen, so, ne? Ich finde das Game richtig lustig, muss ich sagen, weil es halt so ein Zwischendurch-Projekt. Davon werden noch mehr kommen, aber okay. Aber ich fand das ganz lustig eigentlich, aber hello. Ah yes, it's the ladder by the bookshelf. Climb on down, I'm already here. Yes, okay, it all cleared, but out after we broke in.
I had to make sure none of the others ratted him out and Kurt, just in case. Oh, not to worry. I made copies of all his blueprints and research notes. Naturally, I'll show you in person. Yes, very sophisticated, but nothing we couldn't reproduce. Indeed, with the technological advancements in the intervening decade, I think we could build a full-grown, battle-ready prototype in just 3 years' time. Ah, there you are. Well, come and see for yourself. Professor Birk? Das ist der von YouTube. Ne, Elm. Elm ist? Was ist Elm? I've seen enough, Bill. Count me in. Pleasure doing business with you, Professor. The end. Okay, Professor Elm, wer ist von Höhner? Wo ist der? Okay, lol. Ja, es geht noch weiter, es geht natürlich noch weiter, ne? Und Bill wurde ja nicht gefasst im Prinzip und ja. Krass. Ja, bloß auch ganz Ohrbuch hatte dann den beiden und okay, viel Spaß bei Unite Dark. Ah, da kommt jetzt nicht in frei, oder? Aber sich noch nicht vorbei. Doch! Also, wie gesagt, ich fand das ein sehr lustiges, zwei Streams, die wir haben. Der erste war ein bisschen länger, der jetzt hier nicht so lang. Ne, deswegen passt aber auch mit 5:12 jetzt, ist eine zu coole Zeit. Wir machen jetzt auch Feierabend. Ich fand es ganz lustig, das Projekt zwischendurch. Clint war das, Clint, genau. Doch von YouTube, der, ne? Ja, okay. Ich finde solche Projekte so ganz lustig. Das ist halt nicht so Teuer-Projekte, wo ich dann so wie bei der Nuzlocke, da muss man schon ein bisschen mehr drüber nachdenken, für aufpassen. Das hatten wir schon öfter in Projekten, die mache ich ja nicht mehr in Stream-Projekten, so Nuzlocks. Aber solche kleinen Projekte finde ich ganz lustig. So eine coole Story. Also das nächste ist auch schon in Planung, das ist schon in Vorbereitung, das wird dann auch bald kommen sozusagen. Das wird dann ein, ich sag mal, sehr schwarzes Projekt, wenn ich das mal so sagen kann. Das weiß ich schon, aber was genau, werden wir sehen. Aber es wird auf jeden Fall sehr böse und sehr schwarz und so, das weiß ich. Sorry, nur ein bisschen viel. Ja, war viel Gelaber, war aber, also ich fand es zum Ende fand ich es nervig, weil es einfach viel wiederholt wurde einfach. Aber im Prinzip war es halt das, worum das Game ja auch ging, ne? Die Story. So, wie ist Rocket aufgebaut, was passiert da und was passiert dann, wenn Rocket dann weg ist oder besiegt wird und so, ne? Ja, deswegen fand ich es eigentlich auch ganz cool sogar. Ja, also. Es ist ja auch nicht jeder Hex so, ne? Und wir werden jetzt öfter mal so kleine Hexen nebenbei gucken, die wir so bei 1, 2, 3, 4 Streams sein werden, so roundabout, denke ich. Immer wieder angucken. So ein bisschen, vor allem storylastige Dinge. Ne, wo ich dann jetzt auch nicht so krass tryhard muss. Wo das halt egal ist, wenn man Pokémon stirbt. So wie jetzt war es ja auch egal. Dann ist dann Pokémon gestorben. Ja, aber ist halt so, ne? Ja, aber wir haben jetzt auch zum Ende ein ganz cooles Team gehabt. Ne, so wenn man sich überlegt, so. Also wenn man sich überlegt, ein bisschen weg, dafür war ja Gengar. Ne, 3 aus der ersten Gen, 3 aus der zweiten Gen finde ich auch ganz coole Mischung, muss ich sagen. War lustig. Ich fand es trotzdem auch ganz cool. Aber wie mal genau, deswegen machen wir jetzt auch Feierabend. Ich bedanke mich fürs Einschalten bei der Pokémon Team Rocket Edition. Und ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei beim nächsten Stream. Gucken wir uns mit dem nächsten Game dann. Oder dem nächsten Pokémon-Spiel losgeht. Ja. Schlaf gut, mach's gut bis zum nächsten Mal. Und tschüss, würde ich mal sagen, ne? Gute Nacht, tschüss.